Ne, also herzlich willkommen jetzt. Wir schauen uns, wir spielen jetzt hier mal Peril und Gorgon zu Ende. Ich freue mich schon ziemlich auf die Auflösung, wer denn jetzt hier diese mysteriöse Stimme ist und was das hier alles soll. Ich habe Nachricht und 4-mal willkommen im Chat. Was, du hast den ganzen Chat hier nicht mitbekommen? Damn. Mario und Millie haben voll mit mir geredet. Voll cross mit mir geredet, Alter. Nee. Ja, scheiße. Aber dann schön, dass du jetzt wirklich da bist oder so. I don't know. Jo, ne? Richtig bad. Twitch ist manchmal sehr, I don't know, sehr seltsam. So, wir lesen jetzt hier mal diese ganzen Nachrichten. Hier, was kam denn hier als Nachrichten ein? Ja, bla bla. Von Ambrose an CamLab. The security practices high priority. Pursuant to last week's incident, new security practices are now in effect. All lab personnel must tidy their workstations at the end of their shift, close and lock all drawers, safes, closets, vents, and lab walls before leaving for the day. All visitors must be accompanied. Furthermore, any laboratory tech accompanying a guest who has not received certification in either self-defense or hand-to-hand combat must also be accompanied by a member of the security team. Das ergibt tatsächlich Sinn. All confidential information must remain as such. Do not discuss the nature of your work outside or inside the lab, except to warn peers of imminent danger, such as a fire, chemical spill or suspected corporate espionage. Ich finde ja, wow, das ist ziemlich fortschrittlich. Muss zugeben, das hier hätte ich nicht erwartet, dass man das darf. Also nicht in diesem Universum. In dem Universum hätte ich tatsächlich, selbst wenn Leute verbrennen oder chemische Verbrennungen bekommen, verseucht werden, dass es auch dann nicht erlaubt ist. So, all laboratory techs are to isolate themselves until further notice. Any laboratory tech found fraternizing in groups of 2 or more or found speaking with the same person more than once will be remanded to Special Choice Human Resource Re-Education Reallocation Department. Du darfst nicht zweimal mit derselben Person sprechen. Das fühlt sich schon mehr nach dem Spacer's Choice an. Finally, unless you're actually physically sitting in an interview session pre-approved by me, do not speak to the fucking journalists. Okay. Jasper. I dug into the volunteer data Marion sent over. You were right. The current formulation is resulting in alarming outcomes, even by SC standards. Pariantha and I performed a handful of autopsies on this week's deceased and made a few notable observations. In one case, that of a young man in his early 20s, we noted a degree of grey matter loss one would expect to see in a man of 70. His brain had also atrophied to a shocking extent, again as one might expect in a much older man. In another case, that of a woman in middle age, the subject was no longer able to achieve natural sleep. After 11 consecutive days of wakefulness, she was no longer able to distinguish her violent hallucinations from reality. Yet even as she spiraled, she demanded additional injections. I was sure our last tweak would reduce the incidence of violence among the volunteer population. We might attempt to further refine the compound through partitioning, though I'm doubtful that will be efficacious. On the side, I'm growing increasingly concerned by the habit-forming nature of the compound. What do you think? Ich finde ja spannend, dass sie sich ein Wunder von dieser Droge erwünschen und halt sagen so, ja komm, du musst nicht mehr schlafen und so. Und sich dann wundern, wenn die Leute nicht mehr schlafen. Oder wenn sie plötzlich die Arbeit von 12 Jahren in einem Jahr vollführen, aber die Leute dann halt auch innerhalb von einem Jahr 12 Jahre altern. Seltsam. Es wäre fast so, als hätte das alles Zusammenhänge. Schlafen ist nice, Schlafen ist super nice. Ich schlafe total gerne. Ich kann nur nicht so viel schlafen, weil ich muss eigentlich arbeiten. Aber wenn ich schlafe, dann schlafe ich sehr gerne. Also komm, wer schläft denn nicht gerne? Ne? Das würde ich jetzt mal wissen. Wer hier im Chat schläft gerne? Und wer schläft nicht gerne? Ich glaube, es würde sich jetzt niemand melden mit von wegen, Kinder schlafen nicht gern. Kinder wissen noch nicht, was gut für sie ist. Wisst ihr noch damals, als wir es gehasst haben, den Hintern versohlt zu bekommen und einen Mittagsschlaf zu machen? Heute lieben wir das eine und das andere hassen wir jetzt. Nee, wir lieben beides.
Also viele von euch da draußen. Ach ja. Nicht so viel geschlafen. Gamehabler, schlaf mal mehr. Das darf nicht sein, dass du zu wenig geschlafen hast. Darfst sowas nicht im Anfang hier. Bloß nicht. Das ist nicht gut. Monthly physicals, high priority. The materials you work with are dangerous and will result in permanent injury, disfigurement, or madness when handled for extended periods. Therefore, all laboratory personnel will now report to the project physician, Dr. Priantha LeBlanc, for monthly physicals and psychiatric evaluations. I do this out of an abundance of caution. Schedule your first appointment immediately and notify me when you do. I have access to your medical records, so I will know when you shirk. Do not make me drag you to this office myself. Okay. Was haben wir denn für Dinge? Weniger Arbeit vom Computer wäre auch echt angebracht. Ja, wäre es. What do you think? These days I try to think as little as possible. Thinking is a dreadful habit which leads to self-awareness, which leads to resignation. It's true that the current formulation of is resulting in alarming outcomes, but not, I think, by SE standards. SE standards are low. You report 11 consecutive days of wakefulness and SC sees 11 consecutive days of productivity. You report an inability to distinguish violent hallucinations from reality. SC is going to try to push us to turn those hallucinations into phantom images of company logos. You say the compound is habit-forming, and SC is going to see an increase in demand for our never-ending supply of xenoside waste. To be serious, yes, the compound is absolutely habit-forming. Addiction correlates with dosage, and dosage size is inversely proportional to enrichment quality. Long as corporate asks us to keep our dosage minimal and controlled, there's a reasonable chance we can improve the enrichment process to filter out some of the dangerous side effects. That's going to take time. A lot more time than corporate realizes. Ja, hier wird schon ganz viel gesprochen von wegen, wie das hier, also dass es irgendwie nicht sein kann. Ja, mal regelmäßig 7 Stunden wäre ein guter Schnitt. Und dann ja, das wäre es tatsächlich. Du willst mir sagen, dass du gerade nicht regelmäßig 7 Stunden schläfst? Das hört sich nicht gut an, Boy. Mal sagen. Effective immediately, Herbert St. Germain is no longer an employee of Space's Choice PR&D division. His body has been forwarded to the chemical waste dump for processing. Mr. St. Germain was a saboteur sent by a rival firm to disrupt our vital efforts. It's only thanks to the swift reporting of one of your esteemed colleagues that Mr. St. Germain was prevented from causing any significant damage to our facilities, intellectual property, or staff. Understand that Mr. St. Germain was popular around the Gorgon campus for his genial and helpful demeanor. That is because he was a spy. If you encounter any similarly friendly staff, alert a member of the security immediately. Like, seriously, wenn du nette Menschen triffst, sind es immer Spione? We are shifting all of Mr. St. Germain's remaining tasks to other laboratory technicians. Finally, anyone caught visiting his grave or discussing his departure will be remanded. Wow. Richtig bad. So. In der Woche schlafe ich auch nur 6, aber ich hole es am Wochenende nach. Oh Mann. Wir machen alle Dinge falsch hier. By the way, ich wundere mich gerade. Wir mussten doch hier noch was machen, oder? Ach so. Nix. Mussten wir hier nicht noch was lesen? Oder war hier Lesen durch? Naja, okay, Lesen war hier durch. Wir müssen oben anscheinend auch nur noch diese Funktion aktivieren. Warte, das machen wir gleich. Ich muss noch mal schauen. Das Ding ist, wir haben jetzt eine Woche lang nicht gespielt. Ich weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, was jetzt hier noch Phase ist von Dinge, die wir jetzt tun müssen. So. Gibt das nicht so komische Schlaf? Hatten wir 2-3 Stunden, aber mehrmals am Tag. Ja, Polyphasenschlaf. Das habe ich auch eine Zeit lang probiert. Es hat bei mir auch echt gut funktioniert in der Zeit, in der es funktioniert hat. Und dann
ist leider was passiert. Und zwar bin ich aus dem Rhythmus rausgekommen und dann funktioniert sowas schnell nicht mehr. Und das war richtig elendig. Weil ich hatte es tatsächlich, ich bin 3 Uhr morgens aufgewacht. Hab dann so meine, keine Ahnung, 6, 7 Stunden Arbeit gemacht. Und dann habe ich nochmal von 14 bis von 14 bis 16 Uhr habe ich dann nochmal geschlafen. Und das war super. Ja, knock den mal wieder aus, der geht mir auf den Sack. Oh, ja, da hätte ich mich heilen müssen. Und Mario kenne ich. Ich war auch gerade voll erschrocken, dass die so, dass ich so, okay, going quiet. Und ich dachte mir so, oh Gott im Himmel. Die hat mich ja vorhin ja auch erschreckt, als sie plötzlich aus der Tür kam. Da dachte ich auch gerade kurz so, what the fuck. So, dummerweise haben wir natürlich nicht hier gespeichert. Achtung. Sie macht wieder Psst. So, genau. Den zerklopfen. Er ist gerade aufgestanden. Darf sich wieder hinsetzen. Was ist? Ja, das war's. Oh, dem habe ich die Rübe weggelassen. Upsi. So. Genau, ich dachte, ich gehe mal hier noch durch, bevor ich irgendwas hier verpasse. Bevor ich das Ding aktiviere. Ich habe keine Ahnung, was nämlich danach passiert. Genau, What was Mr. Lowe doing with all these primals? That's a good question. Aber ich glaube, ich weiß es. Er hat an ihnen Tests gemacht. Genau. An ihnen testen. Was man Menschen ja nicht darf. Und hallo Nick. Schön, dass du da bist. Achso, stimmt ja. Können wir hier noch. Repair. Alles reparieren. Ja, bitte. Nee, das will ich nicht reparieren. Breakdown. Nö. Haben wir hier irgendwo auch was zum Verkaufen? Nee, ne? Büb. Autsch. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Und deaktivieren mal das Zeug hier. Hat denn wer von euch schon mal Polyphasenschlaf dann ausprobiert oder kennt ihr das nur vom Hörensagen? Also wie gesagt, ich habe es schon mal ausprobiert. In der Zeit, die ich es gemacht habe, war es echt cool, hat echt gut funktioniert. Ich wünschte, ich hätte es weiter durchhalten können.
Selbst wenn es dann heißt, dass ich dann meistens irgendwie nur so, also von 0 bis 3 Uhr dann irgendwie mit meiner Freundin tatsächlich dann im Bett schlafe und danach stehe ich halt auf. Also wenn sie halt weiter schläft. Und dann hier anfangen zu arbeiten. Das kann dann schon so ein bisschen seltsam sein. So, das currently locked. So, cool. Since we've been traveling together, we've visited a lot of places that set my teeth on edge. This here makes my skin crawl. I've seen negligence and greed and incompetence run rampant over this colony. But this was evil. Remember the guy who was running it, right? You really gonna try and pin this entire catastrophe on one person, Cap? The folks down here dedicated their lives to fixing Halcyon. They were supposed to be the company's best and brightest. How'd they lose their way? They were pushed to the impossible by people who weren't accountable. Starting to think nobody's accountable in this void-forsaken system. I get now why Miss Ambrose would want to clear her mom's name. If the folks responsible for Edgewater's woes tried to blame him on my dad, I couldn't have let it stand. Das war wohl helfen, ja. So, was müssen wir noch hier rauskommen? Ja, wie geht's dir denn, Nick? Ich hoffe, du hast bisher einen schönen Abend gehabt. Genau, und ich hoffe, ihr denkt auch alle an die Screenshots, aber vermutlich habt ihr das alles schon getan. Ich bin ja auch gespannt, ob jetzt hier neue Gegner gespawnt sind. Ja, auch alles gesehen? Ja, ich glaube, wir haben alles schon gelesen. Na, warte mal, da oben ist da oben ein Shop. Ich könnte mal so eine Vending-Maschine mich gebrauchen. Egal, wir müssen wohl rausgehen dafür. Zettelpartner. Zettelpartner? Okay, was sind Zettelpartner? Oder ist es einfach nur Partner, mit dem man die Aufgaben abgibt? Gonna be a relief to see the stars again. This cave's making me all jumpy. Verständlich. Sehr, sehr verständlich, Pavati. Auch diesen unseren. Ist total schlimm, wir haben halt so viel von diesem Krempel hier rumliegen. Gruppenpartner, mit dem man die Zettel bearbeiten muss, soll kann. Okay. Zettel im Sinne von Hausaufgaben. Mario, ich sag dazu ja ganz oft, also gerade bezüglich Pandemie, sage ich einfach immer nur, die Außenwelt ist Lava. Da verstehen dann auch die meisten Leute, was ich meine damit. So. Speichern wir nochmal. Okay, here we go.
I see a nail. Ja. That's gotta hurt. You guys all right? Diese Viecher sind doch immer noch so schwieriger. Ich bin nur echt froh, dass ich halt irgendwie immer noch 9000 Schuss habe. WTF. Schrei doch nicht so, meine Lieben. Doch, schreien. Müssen wir schreien. Die Leute sollen eigentlich noch hören. Sollen wissen, dass man lebt. Was Gutes hat das, ich habe durch den Held der Steine angefangen, Lego Stuff. Ja, zu bauen. Nice. Und hallo Sinja, schön, dass du da bist, wie geht's? Achso, warte mal, da fällt mir gerade auf. Genau, das hier. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach so, da kamen wir noch nicht hin. Da... Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. So. Kommen wir hier überhaupt irgendwo rein oder ist das jetzt nicht der Entrance? Ah, okay, da drüben ist der Entrance. Sealed. Achso, warte, war da hier nicht irgendwo ein... War nicht hier irgendwo ein Terminal, wo man das Ding aufmachen kann? Muss fressen gehen. Okay, dann lass dir mal schmecken. Ich hoffe, es gibt was Gutes. Das ist gerade so ein Zeichner. Das ist der Stream willkommen. Schön. Was zeichnest du dann? Einfach irgendwelche Übungen oder hast du ein bestimmtes Ziel? Und nie hat nichts gesagt. Ich habe erst jetzt geantwortet. Ich habe nur noch Hallo gesagt, aber das war es auch schon. Mir hast du von mir noch nicht gehört. Achso, ich hätte auch einfach mal... Hier. Oh, was? Da kam jemand, hat mich umgenockt. Dang it. Ich nicht aufzugeben. Du machst es hier so. Achso, oh, ich sollte hier auf Continuum. Na, ich glaube, so wie Sinja sagt. Man muss üben, dass die Hand dem folgt, was man machen will damit. Ist ja auch zum Beispiel, also deswegen bei irgendwelchen MOBAs, da übst du ja auch, ne? Da spielst du nicht einfach direkt wie der Pro. Das heißt, wenn du weißt, wie der Bild funktioniert, sondern da musst du auch erst üben. Da musst du schauen, dass du die Maus genau richtig rumflickst und damit du dahin triffst, wo du hintreffen willst. Alles gut, Pavati.
Ja, ich bleib besser bei Lego. Sag mir, was ich tun soll. Kannst du ja damit dann auch kreativ werden. Das ist das Coole an dem System. Man kann damit ziemlich viel machen. So, gut. Das dich doch nochmal packen. Auf Pinterest und YouTube gibt es tolle Tutorials, die leicht erklärt und umgesetzt sind und total schöne Ergebnisse haben. Das finde ich mega befriedigend. Sehr cool. Ach ja. Okay, check ich mal aus. Aber ich kenne deinen Struggle, ich kann den voll nachvollziehen. Also ich versuche ja mit der Kamera, also ich bin ja auch, also wenn gerade die Auswahl, wie gesagt, nicht Lava ist, dann bin ich auf vielen Conventions und ich versuche da mittlerweile auch immer so ein Video dann davon zu machen, ne? Und dafür muss ich ja auch schauen, dass die Aufnahmen, die ich da mache, dass die irgendwie zu dem passen, was ich nachher dann darstellen will und dass das halt gut aussieht, damit der Frame gut gewählt ist, dass das, was ich also das, was ich auf dem Video nachher sehen will, in die Aufnahme darstelle und dass es alles irgendwie ein spannendes Konzept dann am Ende ergibt, ne? Und auch da musst du halt super viel üben, dass deine Hände dem, was du dir im Kopf ausgedacht hast, folgen. Dass du sagst, okay, du hast jetzt die Idee von eine Aufnahme von der Menge. Und dann musst du aber rausfinden, wo du dich in diesem dreidimensionalen Raum hinstellen musst, damit die abstrakte Idee von einer Aufnahme von der Menge nicht nur du siehst halt irgendwie 12 Leute, sondern halt ein guter Einblick in diese Halle, die zeigt, was in dieser Halle da ist, was diese Leute vielleicht auch machen, keine Ahnung, ob sie für was anstehen, und dass halt auch tatsächlich Lichtverhältnisse so stimmen, weil vor allem bei solchen Aufnahmen kannst du ja selber nicht sagen so, EA-Stand, könnt ihr mal bitte eure Lichter ausmachen, die stören mich gerade in meiner Aufnahme. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, man kann es versuchen, aber vermutlich weniger Erfolg. Ja, also von daher, genau damit habe ich ja so meinen Struggle. Und dann am besten noch irgendwie eine Musik, die dazu passt. Und auch wieder, genau, das sind alles halt so Sachen, die man üben muss. Oh, ich kann da nicht rein. Ich kann da nicht drüber hupfen. Ich kann da nicht drüber hupfen. Skandalös. Skandalös. Ja. Oh my law. What is that smell? Let's make this quick, please. Dead things. Ich glaube, das ist die eine, die hier allen möglichen Shit. Welcome to Human Emporium Auditing, a Spacer's Choice facility. My name is Dr. Marion Blakeslee, and I'd like to congratulate you all on volunteering for this important opportunity. Whatever your past, know that as of today, each of you will be part of something greater. Together, we will unlock the path to discoveries that profit always. Our brightest minds did their dirtiest work here. We made puppets out of people and tested them until they broke. Walk softly, Captain. Some of them still live here, and they hate to be disturbed. We made it through, Chem, okay? We can make it through this. Right? After the nightmare that was the chem lab, I think we're about ready for anything. Was ist denn eure Vermutung, wer denn, genau, der Remix? Ja, aber also ja, Sound
super Präsentation, geil. Also ich mag das Spiel auch total, weil wegen der Atmosphäre, die hier drin ist, die ist so nice. Was glaubt denn ihr, wer der Big Bad Bösewicht am Ende ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die Mutter ist. Ich bin der Bösewicht. Ja, ihr habt es erkannt. Ich bin der Big Bad Evil Badass. The Friendship. Ja. Ach ja, Sinja. Du hast ja so recht. In Wirklichkeit ist der obergrößte Bösewicht ist die Freundschaft. Weil Freundschaft ist nicht Magie. Freundschaft ist böse. Das Böse ist im Busch. Was los? Ich sag, das wird Exodia sein. Ihr seid so hilfreich, ey. So. Incoming Message. Freud. Freud könnte natürlich auch der Bösewicht sein. So, from Blakesley. In order to minimize damage to your company with property and or personnel, please observe the following guidelines during the volunteer induction process. Do not touch and or handle test subjects. Please defer to security personnel. Avoid using inflammatory phrases or terms such as untested chemicals. Consider patented Spacer's choice formula. Test subject. Consider valued volunteer. Cells. Consider living quarters. Remind subjects that compliance is one of the requirements for their contract with Spacer's Choice. Do not interrupt official Spacer's Choice communication and or marketing while directing volunteers. Architect's balls. Is that all of the guidelines? Look, these people are coming here from Tartarus. Don't let your guard down. Don't get friendly and don't get close. If everyone does their job right, these volunteers will leave this facility as free and upstanding citizens. Du musst mir ein Geständnis machen, Sinja. Dann sag es mir. Tell me, my friend. Are you the big bad badass? Bist du es in Wirklichkeit? Wenn ja, bin ich traurig. Du hast nichts von der Story mitbekommen. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Senja. Naja. Du bist vermutlich auch so eine der Personen, die angekreuzt hat, dass es egal ist, was ich mache. Ich könnte dir in der Nase popeln. Genau, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, auf meinem Discord mache ich gerade eine Umfrage. Ne? Was wollt ihr denn hier sehen? Ist es euch wichtig, dass ihr meinen Ersteindruck von Spielen seht? Oder ist es wichtig, dass es hauptsächlich hier mal neue Spiele gibt? Und als dritte Trolloption, die natürlich dann gewählt wurde wie nur, habe ich gesagt, oder ist euch auch einfach scheißegal, was ich mache und ich kann hier in der Nase popeln und ich schaue trotzdem zu. 20 Leute haben mittlerweile vielleicht sind es mittlerweile mehr als 20 Leute. So, hier. 21 Leute. Oder doch 20 Leute, weil ich habe ja auch meins mitgezählt. Ne? 20 Leute haben gewählt Bombs. Kann machen, was ich will. Boom. Aber noch nicht teilgenommen. Ja, nimm doch mal Teil. Weniger Dienstleister, mehr Entertainer. Ja, ja, das ist halt tatsächlich. Ich bin auch Dienstleister. Und das Ding ist, ich will ja. Aber Nick, das Ding ist, ich habe doch an sehr vielem Spaß. Aber ich würde gerne schauen, dass das, was mir Spaß macht, auch sich mit dem kreuzt, was ihr schauen wollt. Ich meine, ich habe viel Spaß zum Beispiel an Life is Feudal. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier wirklich zuschauen würden, wie ich 12 Stunden Life is Feudal spiele, dabei Serie schaue und, keine Ahnung,
100 Flächen Boden abbaue. Ich weiß nicht, ob ihr Life is Feudal kennt. Du magst Life is Feudal? Das ist nämlich super toll. Ich würde das gerne als Community-Server spielen. Das fände ich total cool. Life is Feudal, Life is Your Own. Richtig gut. Das MMO wurde, by the way, jetzt tatsächlich final zu Tode zu Grabe getragen. Das ist durch. Witzigerweise ist Life is Feudal Your Own gerade im Humble Bundle drin. Das hat mich etwas überrascht. Weil jetzt weiß ich nicht, was das genau bedeutet. Ja. Genau. Ach ja, übrigens, schön, dass du da bist ran. Ich hoffe, du hast eine gute Woche bisher gehabt. Ja. Was verwechseln mit Medieval Dynasty? Du Vogel. Genau, das würde ich auch gerne ein bisschen mehr spielen. Damit ein bisschen. Also das spiele ich ja teilweise auch schon offline. Ich habe gestern hier Banners of Ruin gespielt und ich habe den zweiten Boss besiegt. Ich bin auf dem Weg zum dritten und auf dem Weg zum dritten habe ich dummerweise meinen Damage-Dealer-Bären umgebracht. Ich bin total traurig. Und ich habe ihn tatsächlich umgebracht, weil ich war zu dumm, ganz zu verstehen, was ich da tue. Ich habe ihn immerzu wieder quasi auf eine Stachelwand geschickt und habe ihn dann von 70 HP auf 7 runtergeschlagen, bevor ich gerallt habe, dass er nur noch 7 HP hat. Ich war super traurig. Guten Abend, Falke, aber. Du Vogel. Warum ich Vogel? Du Vogel, du verwechselst Spiele, sind ja. Und bin ich dann der Vogel, wenn du Spiele verwechselst? So, naja. So, in light of certain recent developments. Ach ja, genau, leider muss ich ankündigen, nächste Woche Freitag gibt es keinen Stream. Ich werde schauen, ob ich irgendwie Donnerstag, Samstag irgendwie einen mache. Aber am Freitag gibt es keinen Stream, da bin ich auf einem Geburtstag. Und hallo Rosenmaus, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Aber Nick, das sind doch alles Vögel. Ich will alle meine Leute Vögel nennen. Weil ich bin nämlich gut zu Vögeln. Oh Gott im Himmel, ja. Den Stream hat den Geburtstag, nichts da. Privatangelegenheit. Ist okay. Nicht alles, was ich hier. Oh, Falke. Hallo, Falke. Weißt du, ich bin immer gut zu Vögeln. Falke bin ich auch immer gut. Ist auch so ein Vogel. Zu Sinja bin ich auch immer sehr gut. Ist auch ein Vogel. Nee, geht. This is gonna get clipped. Oh, nee. So. Genau. Nee, aber wie gesagt, Freitag. Also nicht alles, was ich mache, ist Content. Manche Sachen behalte ich tatsächlich dann für mich. Ansonsten müsste ich ja die ganze Zeit auf Blackstorm streamen. Klaut er hier mal meine Beleidigung? Ich glaube es ja nicht. Was ist hier deine Beleidigung? Was ist das denn hier? Das ist unsere Beleidigung. Was so? Ach ja. Zu viele Internet-Memes im Kopf, ey. So. Du hast Vögel erfunden. Du bist Gott? Sinja, was? Warum wusste ich noch nicht, dass du Gott bist? Vögel erfunden, ey. Krass. Ey, wir haben voll die Presence hier in diesem Raum. Meine Fresse. Psst. Du hast es hier public geschrieben. AF Klo, geh ran. Viel Spaß. Nicht kleckern, ne? So, hier ist eine Kruschmini. Ach je. Sinja ist Gott. Und beruhige erst dich. Nein, ich kann mich nicht beruhigen. Gott ist hier. Gott schaut mir zu. Das ist voll krass, Mann. Kann ich mich nicht beruhigen. Oh Mann, ey. So, hier. In Light of Sun.
Recent developments. Our friends at OCI have generously provided us with advice and guidelines intended to ensure the best possible outcomes for our research here at Human Inquiry and Auditing. To that end, we will be establishing new testing parameters and volunteer preparation guidelines effective immediately. These guidelines will be provided to you at your stations. I really would like to congratulate you on what you've achieved so far. Keep your heads down and all your minds focused on the work, and the rest will come easy. If you have any concerns, kindly forward them to my assistant, Benjamin Morley. Okay. So flieget ihr Vögel und gewohnt sind nicht Wartleggi. Tja, ja. Und der König der Fliegen, der sagt, so vögelt ihr Fliegen. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Oh Gott. Also, jetzt Niveau macht gerade so. Das ist ein guter Abwurf. Every volunteer means just that, Mrs. Sonoda. We're entering a vital phase of the testing process. That means every volunteer participates in the trials. It's all the more critical that we maintain careful records of the dosages involved, of course. We're counting on you for that. Okay. Return to route, outgoing messages. Ja, deshalb bin ich Gott nicht du, Habibi. Hab dich lieb, Süße. So, Weaver, have you seen my office keyboard? If this is one of your little tests, it's not funny. Security's already a full burn. They're gonna lose their balls when they catch me taking the long way around to the faculty areas. Please tell me it's sitting on your desk or something. Was? Der Tastatur? Gott. Plötzlich Leute hinter mir. So, dann gehen wir mal weiter und schauen uns diese Facility an. Aber ein hochqualitativer Fernseher, der funktioniert immer noch, ne? So. Hallo, was ist da? So. Volunteers my ass. These are cells. What? It's so homey, almost. Whatever brought these folks here, they were just people. Same as us. Natürlich. Shampoo Bottle. Ja, wer will nicht altes, ranziges Shampoo haben aus Gefängniszellen? Das ist vor. Na, aber das Ding ist halt, das wollen vermutlich Leute haben, weil es eine Rarität ist. Das ist so exquisit und exklusiv. Das kriegst du ja sonst nirgendwo, weil es auch sonst nirgendwo keiner haben will. Aber das ist ja ein anderes Thema. Es ist so ein krasses Sammlerding. Das ist voll nice. Die haben hier extra hingebaut, dass Leute hier Karten gespielt haben. Man bekommt schon so das Gefühl, dass hier Leute gelebt haben und dass Leute gestorben sind. Welcome, volunteers. This office environment is where we will test your communication, paper management, and self-motivation skills. This is your time to shine. You may just find yourselves doing similar work at a real office someday. Remember, compliance with all instructions from facility personnel is stipulated in the contracts. Vielen Dank für deinen Clip. Oh je. So. Hier kommen ganz viele Spritzen. 12.000 Spritzen davon. So, wir haben außerdem gesehen, das hier Falke, was unser Wohlempfinden tun will. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder unsere Handübungen gegen Carpal-Tunnel-Syndrom, ne? Soll vorbeugen. Das heißt, wir machen wieder hier Brumm, Brumm. Macht ihr das daheim am besten auch mit. So, dann ist Party angesagt und wir heben das Dach an.
Schön nach hinten die Hände drücken. Das Anheben des Daches ist optional. So, dann gehen wir angeln, werfen unsere Rute aus. Wer da jetzt was Schmutziges gehört hat, soll nochmal die Ohren putzen, bis sie sauber sind. Dann schön diese Hände strecken und squishen. So, dann den Kranichschlag üben. Oh, ich bin ja mal echt noch gespannt auf den Tag, wo dann ein Mensch hier reinkommt, der dann tatsächlich so einen Kranichschlag schon mal gemacht hat. Gehst mal ins Ohr Bart putzen. Ins Ohr. Genau, du gehst ins Ohr Bart putzen. Okay, gut. Gerun ist wach, wie wir sehen. Schön Finger nach hinten beugen. Dann noch ein bisschen diese Fingerschlangenübung. Ich finde, das sieht doch sehr witzig aus. Ich glaube, er hat uns eine Falle gestellt. Ich mit meiner Route euch eine Falle stellen? Niemals. Niemals würde ich das tun. Das wäre ja... Come on, das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht machen. So. Oh, dann ein bisschen Wasser anbieten. Auch mal von oben. Ja, Sinja. Ich will natürlich niemals, dass du zu mir rankommst. Das wäre mir absolut ein Graus. Niemals. Bleibe mir bitte für immer fern. Nein. Irgendwann mal sehen wir uns. Dann du. Ne? Weißt du Bescheid. Ach ja. Und Falke, ich muss das. Ich bin eure Rüstung? Sicher. Ich bin eure Rüstung. Hab keine Kohlensäure mehr. Ja, deswegen nimmst du die leere Flasche. Am besten sonst mit einem Deckel. So, genau, gut. Dann Übung durch. Was ist das da? Das brauchen wir. Brauchen wir den Lockpick-Helm? Ich weiß ja nicht. Lockpick-Helm. Ich vergesse nämlich teilweise immer, wo die Skills drin sind. Haben wir eigentlich Skillpunkte übrig? Ich glaube ja. Wo stehen die drin? Achso, nee, wir haben keine übrig. Das mit dem Plus steht nur dran. Hey, ich musste schnell mitmachen, da ist nichts mit Flasche leer. Okay. Das ist natürlich unpraktisch. Aber du hast mitgemacht, finde ich voll gut. Das alles gegen zu viel Same-Handbewegung. Kilo, Beiß, Bumpf. Kann man das hier. Ja, das wird weg. Das kommt weg. Das brauchen wir nicht mehr. Light Machine Gun. Nee, da finde ich unsere Version besser. Kann man auch wegmachen. Hicks. Und ich habe ja gewürdigt. Hast du es nicht gehört, wie ich gewürdigt habe? Ach ja, Mayudoki, irgendwie durch den Namen kommt es mir so vor, als müsste ich für dich das Pronomen sie verwenden. Ist das denn so korrekt? Here we go. We're not getting through. Hä? Alter, kannst du mal stehen bleiben?
Guck, das passiert, wenn man nicht stehen bleibt. To shred? Na, das passiert also, wenn die nicht stehen bleiben. Nicht sitzen. Ach, wollen Sie nicht die gewählte Dame Mayu sein? Oder die gewählte Frau Doki? Wie geht es denn Ihnen heute? Ist das nicht ein fantastischer Tag? Das Wetter ist so schön. Stalking. And we're stalking. Jetzt ist mir nach Tee. Ja, Tee hört sich aber gut an. Ich finde, Tee hört sich nicht so schlecht an. Here goes nothing. Ist die Person da gerade explodiert? Die Person ist gerade explodiert da drüben, ne? Die Test-Subjects haben nicht so ein geiles Leben hier gehabt. Eine flanierende, ich weiß nicht, das war mir gerade danach, eine flanierende Frau zu sein. Manchmal, weißt du, da backt's mich so. Und dann dreht sich meine Zeit nach hinten. Und dann sind wir hochwohl geboren. Ist auch recht neu. Ich frage das Feature echt gerne. Ich habe noch nie so Antworten sehen. Du bringst mir heute so viel bei. Ja genau, das Feature ist tatsächlich sehr, sehr cool. Das kann, gerade wenn so ein geschäftiger Chat dann doch unterwegs ist, kann das dann doch mal so ein paar Dinge klären, auf was denn jetzt das Ja die Antwort war. Das ist schon sehr gut. Okay, die ist auch ziemlich zersplattert. War ich das? Upsi. Oh, Mario Doki, kennst du denn schon auch das Feature von Windows mit der Emoji-Tastatur? Kennst du das schon? Wenn nicht, drück doch mal, klick hier ins Chatfenster und in die Texteingabe und drück Windows und Punkt. Also die Windows-Taste und die Punkt-Taste gleichzeitig. Also zuerst Windows. So, dann kommt gerade ein Word. Genau, und das Ding ist, du kannst jetzt auch in dem Ding suchen. Ganz genau. Du kannst Emotes posten. Das Coole ist, du kannst halt echt danach suchen. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Herz posten willst, dann drückst du eben Herz ein und dann kommst du zu allen Herzen. Dann kannst du auch mit Tab und Maus den Cursor-Tasten rumsuchen, welches du haben willst. Enter drücken, dann wird es eingesetzt. Es ist so geil. Also das ist halt tatsächlich so ein Ding, was ich halt auch regelmäßig nutze, ne? Ständig Social Media unterwegs und dann brauchst du halt ständig deine Emotes. Und es war immer so nervig, das am PC zu verwenden. Das ist halt so gar nicht möglich gewesen, weil ich immer gedacht habe, es geht nicht. Und habe dann, der Workaround, den ich dann immer gemacht habe, war dann, ich habe halt gegoogelt, so Emote und dann halt das Emote, das ich gesucht habe. Und habe das dann rauskopiert und irgendwann habe ich mal herausgefunden, dass es diese Emote-Tastatur gibt. Doppelpunktfunktion, um damit Emotes einzugeben. Meinst du das? Oder? Vermutlich meinst du das. Mal schauen. Weil das nutze ich natürlich auch bei Discord ganz viel, weil da kannst du ja dann auch die ganzen Server-Emotes nutzen, ne? Coole Sache hier. Genau, und dein Emote-Game wird sich jetzt so hart verbessern, wenn du am Dings bist. Das finde ich so cool. Achso, ja. Genau, mit Doppelpunkt ist es genau dasselbe. Genau, wenn du die Emote-Tastatur für Discord haben willst, kannst du auch Steuerung E drücken. Damit macht die sich nämlich auch auf und dann hast du auch die Suche. Ist auch total nice.
Ach ja, und wenn ihr mal öfter habt, dass ihr einen Server als zu viele Nachrichten, ne, ihr wart jetzt irgendwie übers Wochenende weg oder ihr habt einfach mal eine Stunde nicht auf irgendeinen Discord geschaut und wenn ihr halt ganz viele Nachrichten ganze Zeit gepostet wird und ihr wisst jetzt ganz genau, okay, ihr kommt da nicht mehr zum Nachlesen, dann könnt ihr einfach Shift Escape drücken und alle Nachrichten werden als gelesen markieren, alle Notifications von dem Discord-Server verschwinden und ihr habt wieder einen Clean Slate und wieder die Chance, irgendwo anzufangen, wo ihr vielleicht lesen könnt. Ja. Ja. Shift Escape nutze ich manchmal, wenn so Shift Escape ist es. Und damit kannst du ganzen Discord gelesen markieren. Das ist richtig cool. So, Enter Testing Supervised Passcode. Ja. So. Wow, you could spy on just about everyone from here. Mr. Thompson would have been over the moon. So. Sie testen. Warte mal. Welcome, volunteers. This office environment is where we will test your communication, paper management, and self-motivation skills. This is your time to shine. You may just find yourselves doing similar work at a real office someday. Remember, compliance with all instructions from facility personnel is stipulated in the contracts. Okay. So, da will ich aber gar nicht lang weiter, weil ich will schon irgendwie alles sehen. Ja, also das mit dem Stummschalten mache ich auch, weil ich schalte halt viele... okay, ich wollte gerade nämlich noch nachschauen, ob das nämlich ob das in so ein Spiegelglas ist oder ob man durch beide Richtungen durchschauen kann. Aber nee, kann beide Richtungen schauen. Das ist ja voll unpraktisch, das verändert die Testergebnisse. Genau, also ich mache das halt auch, aber manchmal ist halt, du gehst halt irgendwie... Also ich versuche so viele Sachen wie möglich auf Mute zu stellen, weil gerade die ganzen Meme-Kanäle und so, da kommst du nicht hinterher. Die Live-Chat-Kanäle, da kommst du auch nicht hinterher in größeren Discords, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Aber manchmal ist es halt so, dass ich ein paar Sachen lesen will und dann bin ich aber irgendwie eine Woche im Urlaub oder so. Also jedenfalls war das letztes Jahr noch so, ne? Dass ich mal eine Woche im Urlaub bist. Und dann kann es halt sein, dass du... Au. Die haut so hart zu. Genau, und dann stelle ich dann einfach wieder mit Shift Escape wieder einen lesbaren Zustand her. Dann schaue ich noch auf die letzten Kanäle, die irgendwie so halbwegs relevant sind. Und sonst alles wird auf gelesen markiert. Und mit Alt-Shift und der Hochtaste oder der Runtertaste kannst du auch zu der nächsten ungelesenen Nachricht nach oben bzw. nach unten springen. Super viel wert. Damit mache ich das nämlich auch ganz viel. So, hier. So, liegt schon am Boden. Einfach nochmal so eine Salve reingeben. Cool, danke Nayoka. What the hell are they doing with all these conveyors? Nee, aber Alt-Shift hoch und runter ist voll die wichtige Taste. Wir können uns nicht beruhigen, bevor nicht alle wissen, dass es das gibt. Lass mich raten, die haben hier wirkliche Arbeit gemacht und am Ende haben sie dann aus Versehen die Arbeit hier sabotiert.
dachten sich vermutlich, ist total praktisch, wenn man die Leute hier echte Arbeit machen lässt. Dann haben wir günstige Arbeitskräfte, die auch nie hinterfragen werden, was wir ihnen für Arbeit geben. Das kann sein. Ja. Ach ja, und Dings auch das mit den Gifts. Das Witzige ist, das mit den What the hell? Okay. Katapult. Gerade Lego durchs Zimmer geflogen. Ärgerlich. Everyone all right? Was habe ich denn hier? Achso. Die Shock Cannon Hyper habe ich da auch schon mal gehabt. Ist langweilig. Blade. Flamethrower 0. Pickaxe. Überall Schrott, Schrott, Schrott. Ja, wenn dich so ein scheiß Lego-Stein trifft, da kann das Leben vorbei sein. Kann schnell mal aus sein. Ja, nehmen noch den ganzen Spaß hier mit. Aber ich bin echt erstaunt, dass wir kaum Munition wirklich verbrauchen. Obwohl wir hier ganze Zeit 90er-Magazine rausbratzen, sind wir noch nicht so wirklich unter die 9000 auch gefallen. Wir sind immer noch over 9000. Ja, ne? Wir haben jetzt ein besonderes Sniper gefunden. Agony. Warum ist aber die Agony nur slightly better? Das ist doch Bullshit. Only to kill, but to liquefy afflicted targets organ in a quick yet agonizing process. Its designer was promoted to assistant bureaucrat liaison for contribution to the field of moral demotivation. What the shit? Voll crazy, aber es macht so Spaß. Glaube ich. Glaube ich sofort. Wenn wir wieder so ein Tinker-Table finden, müssen wir echt mal unsere Waffen upgraden. Aber ich glaube, wir könnten die noch viel höher upgraden. Da hätten wir auch nicht so viel Geld hier rumliegen. Ah. That's how it's done, Captain. Get him strapped down! Dr. Blakeslee. Subject demonstrates catastrophic personality collapse. Fucker bit me. Marion. Interesting. I think I'm going into shock. Auch witzig. So ganz kühl so. Seltsam. Ich glaube, ich bekomme jetzt einen Schock. Flöpp, tot. So. Mir fällt gerade auf, der liebe Nick hat außerdem gesagt, ich soll mal was trinken. Wisst ihr, was mir dabei auffällt? Diese Flasche ist halt immer noch leer. Das ist total unpraktisch. Deswegen werde ich jetzt kurz aufstehen dafür und meine Flasche füllen. Ich hoffe, ihr seid bis gleich noch da. Hat sich angehört wie ein Hundi.
ja, die sind auch so ein bisschen, also potenziell eben auch auf dem Level eines, tollwütigen Hundes. Von daher finde ich den Vergleich jetzt gar nicht mal so schlecht. Na gut. So, wie gesagt, bis gleich. Wir sehen uns. Gut, das Wichtigste ist natürlich, dass man sich bei so Arbeiten niemals ablenken lassen darf. Weil wenn man hier einen Fehler macht, kann es ganz schön gefährlich werden. Könnt ihr euch sterben. Das Raumschiff kann dabei zerstört werden. Sehr, sehr unpraktisch. Ich will mehr Geschichten in Nevadas. Seriously. Ich will eine weitere Nacht. Ich will eine weitere Schicht. Ich will mehr. So. Hi, das ist die Jenny, das ist der Notaku und das haben wir jetzt gepostet unter den Hashtag Notaku no Money. Gehört mir sagen, das ist gut, da trifft sich's gut. Also, ich bin chronisch pleite, falls ihr spenden möchtet. Ich habe ja eine Spendenbox. Spendet auch gerne über Twitch. Das ist, glaube ich, Twitch, ne? Wo wir gerade sind. Haut einfach rein. Haut rein, das kommt dann zu Ihnen hier. Ultra nett. Und genau. Ja, dann habe ich vielleicht was zu essen diesen Monat, ne? Das wäre schon ganz geil. Jenny, dein erstes Mal zu schneiden, oder? Ja, erstes Mal. Wir kamen so irgendwie auf das Gespräch, nachdem ich so halb die Tomaten zerdrückt habe mit dem Messer, dass ich ja unglaublich begabt bin. Ja, da muss man dazu sagen, also Jenny ist so professionell, sie schneidet die Tomaten nicht, sondern sie drückt sie. Und sie hofft, dass die Tomaten von der Klinge Angst haben und sich einfach spalten. Spalter. Es wird auf jeden Fall ein spaßiger Abend. Gut. Oh cool. Wir sind jetzt Freunde. Ich habe ein Achievement bekommen. We friends. Ach, jetzt kann der mir folgen. Sorry, zu green. Passt. Ja, da habe ich den Lockup leider nicht. Da habe ich den Lockup leider verpasst. Bam! Schön. Nice. Aber super greedy war's. Ich hatte 60 Leben. Ja, aber sie hat ihren Skill gerade eingesetzt gehabt, da dachte ich so, come on, no risk, no fun. Okay, warte mal, sprengt er sich? Und da bin ich wieder. Ach ja, by the way, da fällt mir gerade ein. Herzlichen, verspäteten Tag der Jogginghose? Ich weiß es nicht, irgendwie scheint mir das nicht nur der Tag der Jogginghose, sondern auch irgendwie das ganze Jahr der Jogginghose zu sein. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich mache irgendwie dieses Jahr... Ich habe dieses Jahr gefühlt die ständig an, ne? Also es ist halt so wirklich mal zu einem anderen Kleidungsstück wechseln tue ich ja nicht. Der ist bei dir, wenn du nach Hause kommst. Der ist bei mir die ganze Zeit. Ich trage ja nichts mehr anderes.
Ich meine, ja, wenn ich mal rausgehe. Und das Ding ist, wann gehe ich mal raus? Ich bin selbstständig und sitze daheim. Ich muss nicht raus. Sehr selten jedenfalls. Genau, von daher. Von daher, ne, das ist so ein bisschen durch. Ja. Es gibt Menschen, die laufen zu Hause mit Jeans rum. Also insgesamt Jeans finde ich sehr belastend. Also was ich halt trage, und ich kann das jetzt witzigerweise zeigen, weil ich sie hier gestern ausgezogen habe, neben mich hingelegt habe und dann zu meinem Bett gegangen bin und die Jogginghose geholt habe. Ich war nämlich gestern mal draußen und ich habe halt solche Stoffhosen, ne? Also das ist halt, also, weil Jeans kann ich nicht tragen. Ich trage so Stoffhosen, die finde ich sehr viel angenehmer, so viel, also, ne, Jeans ist mir einfach zu steif. Und es ist witzig, anscheinend bin ich damit sehr, sehr seltsam, weil als ich da mal in einem Laden war, damals also noch als Teenager mit den Eltern noch Kleidung gekauft, bin ich halt hingegangen und ich mache das halt wirklich seit Jahren. Seit Jahren trage ich keine Jeans mehr, keine Ahnung, seitdem ich 12, 14 bin oder so. Bin dann in den Kleiderladen gegangen und meine Mutter sagt so, ja, wir brauchen eine Hose für den Jungen. Und dann will der Verkäufer sagen so, ja, hier gibt's die guten Jeans. Und die Mutter direkt so, nee, der Junge trägt keine Jeans. Und er so, hä, wie, der trägt keine Jeans? Das ist ihm ja noch nie begegnet. Ich so, oh, okay, ich hasse halt Jeans. Geh weg. Ja. So, übrigens, cheers. Es freut mich immer zu sehen, wie er sagt so, hey, trink doch mal was. Oder hier auch diese Übung gegen Carpal-Tunnel-Syndrom. Es fühlt sich so wie wunderschöne Fürsorge an von euch. Das finde ich nett. So, jetzt haben wir hier ganz viel zu lesen. Ach ja, und Dings daheim. Was fancy Glas, es ist einfach nur ein Halb-Liter Krug. Genau, es ist einfach ein großes Glas, in dem viel Wasser reinpasst und wo ich dann nicht oft aufstehen muss. Das ist sehr praktisch. Fancy, sehr fancy. Ja, ich habe fancier Gläser. Yes, medieval dynasty like Kingdom Come. I wouldn't say. Kingdom Come Deliverance is more like an RPG and has loads of fights and story based on fighting. Medieval Dynasty is very chilled version where you build up a village. I don't even know if you can build something in Kingdom Come Deliverance. Can you build a village? Like found a village, build buildings, stuff like that. Invite people to join your village. 2 fucking gelbe Coca-Cola-Gläser von Mega-Sonderaktion. Ja, also die Dinge, die haben wir hier auch rumstehen. Haben wir ganz viele. Ich hab daraus tatsächlich sogar Cola getrunken. Voll insane, Mann. Also, hello, turn up the volume now. Turn up the volume now. Happy to have you. How are you? Hope you're doing fine. So, Hashtag Ad. Nein, nix. Hashtag not sponsor. Die sollen mal erstmal kommen und mich sponsern hier. Das ist nicht mal die fancy Gläser. Also ich habe auch fancy Gläser. Die stehen. Ah, warte mal, hier steht noch eins rum. Wie ich dem letzten draus getrunken habe. Das hier. Das ist hübsch. Daraus trinke ich dann immer so Whisky und so Späße. Oder allgemein der gute Alkohol. Seltenen Aktionsgläser gedünster. Karton hatte 2-mal das langweilig schwarze. Ja gut, aber die schwarzen sind auch schon nice. Ist halt so farbtechnisch jetzt nicht so ganz cool. Aber was du mal machen kannst, das hatten wir nämlich mal bei den Beck's Lemon Flaschen gemacht, ne? Der Beck's Lemon ist ja auch so grünlich. So diese LED-Spots von Osram, diese kleinen, die runden, unten drunter unter die Flasche und dann anmachen. Das sieht so nice aus. Und gerade wenn man so Flaschen auch sammelt oder auch so Gläser sammelt, dann einfach mal so Spots drunter machen und vielleicht auch eine Flüssigkeit reinmachen. Das sieht dann voll gut aus.
So, genau, aber lass mal da lesen hier. Compliance Testing Parameters. Data Entry, Physical Escalation, Mild, Strenuous, Social Extortion, okay. Sanctioned Violence, bitte was? Oha, Deal Yourself Lights. Das ist so geil. Yo. Ich habe jetzt vor einem Jahr oder 2 habe ich mir hier mehr Licht besorgt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt nur so einen großen Deckenfluter und 4 Spots. 4 Spots von der Deckenlampe halt. Aber ich fand, das war halt sehr, sehr schwach von der Beleuchtung her. Das seht ihr vielleicht auch in alten Videos. Das ist das einfach hier, ist nicht so wirklich hell. Und jetzt habe ich mir vor einem Jahr oder 2 eben so von Ikea diese Kugellampen geholt und habe mir darin von LiveX bunte Smartlights reingemacht. Und ich finde die super geil, weil die haben halt auch so eine der vorgefertigten Programme sind halt, dass die halt nicht zwischen Farben faden. Und das mit so halber Beleuchtung, also so runtergefahrener Beleuchtung, finde ich total entspannt für Arbeiten, abends Filme schauen oder auch zum Essen Serie schauen. Irgendwie sowas. Und es ist so geil und es macht mich einfach nur so fucking glücklich, diese Lichter, so bunte Lichter in meinem Zimmer zu haben, weil es einfach ist nice. Ja. Genau. Und auch, dass ich jetzt sagen kann, Alexa, Stream off. Und dann gehen die ganzen Lichter für die Streambeleuchtung aus. Ne? Deswegen seht ihr jetzt diesen Greenscreen da hinten. Und das Ganze halt andersrum. Alexa, Stream on. Und tags sind alle Lichter an. Und es ist total nice. Weil damit geht das Licht hier oben an. Ne? Also dieses Licht hier. Das Licht da hinten geht an. Also das Spot für den Greenscreen. Und hier ist auch so ein Softschirm davor. Das heißt, ich kriege damit auch sehr, sehr gleichmäßiges Licht. Von rechts kommt auch so von der Kugellampe so ein bisschen Licht, damit diese Seite ein bisschen ausgeleuchtet wird. Ich finde es total cool. Und macht mich happy. Genau. Ach ja. So, Subjects SC1A. By the way, was habt ihr denn so für Lichter daheim? Und Nick, du machst einen zweiten Laptop-Stream vermutlich aus einem kaputten Laptop und tackerst den irgendwie dann an deinen ersten Laptop dran? Through K were given forms and writing implements and instructed to fill them out to corporate standards. Upon completion, forms were placed into an employee-sanctioned shredding device by a technician. Test was then repeated. Oh. Candle objected to further testing after completion a second set of forms. 1G after 5th. 1B after 10th. No further objections from remaining volunteers. Hobbs was discovered to be functionally illiterate and checked for early advancement for the second phase of compliance testing. Objection from 1D. Für Candle wieder. Mario, nee, das hat gar nichts damit zu tun. Das hier ist, wie gesagt, die Outer Worlds. Das ist aber von den Entwicklern von Fallout New Vegas. Ganz wichtig, nicht Fallout 3, sondern Fallout New Vegas. Aber die Einflüsse natürlich sind da, ne? Die Menschen, die Bioshock Infinite gemacht hatten, die fanden ja auch schon, das ist ja auch, vieles, was du in Bioshock Infinite und Bioshock 1 und 2 siehst, ist auch wieder irgendwelche Systemkritik, ne? Das finde ich immer witzig, dass Leute sagen, ja, Spiele seien gar nicht politisch, dabei sind die ultrapolitisch. Die zeigen halt zum Beispiel auch jetzt hier, das ist hier very late, also Endstage Capitalism. Und zwar die ganzen schlechten Sachen davon. Hier werden so viele Leute für irgendwelche Dinge, für einfach Profit verheizt. Und im Kleinen und in einem anderen Maße und in anderer und vor allem versteckter ist es ja auch schon in der aktuellen Zeit. In der aktuellen Welt werden Leute für Profit verheizt. Aber noch nicht ganz auf diesem Level und noch nicht mit dieser Annahme in der breiten Bevölkerung, ne? Das ist also was hier jetzt alles drin ist richtig hart. So Sachen wie dass der Job hier total wichtig ist und der eine Mensch zum Beispiel, hatten wir ja so eine E-Mail gelesen von wegen, ja, er will bitte weiterarbeiten, er braucht diesen Job,
sie müssen ihm auch kein Geld für zahlen. Er will nur den Job haben. Und du denkst dir so, okay, what the fuck? Die sind so teilweise so brainwashed von den Firmen, dass die halt, ne, ohne Job nicht leben können. Nicht, weil sie dann keine Miete und kein Essen bezahlen können, sondern weil sie ohne die Arbeit nicht leben können. Ohne wollen sie nicht mehr leben. Und du denkst dir halt so, oh, das ist schon ziemlich abgefuckt. Aber auch halt nur so eine krasse Version von, was teilweise hier ist. Ne? Viele Leute sagen auch so, mein Job bin ich. So von wegen, so leben das teilweise Leute, dass der Job so wichtig ist, dass sie ganz viele Dinge aufgeben. Leute geben ganz viel Gesundheit für ihre Arbeit auf, weil sie sich über den Job definieren. Und das ist ganz, ganz kritisch. Aber das ist halt auch so ein Ding, das halt nicht so viele sehen. Und hier in dem Spiel wird es halt ins Krasse übersteuert, sodass mal Leute das endlich sehen, ne? Und Nick, so eine RGB-Leiste kann doch schon mal was. Solange es dich glücklich macht, ist es doch wunderbar. Genau, ich habe mir jetzt, hier noch so Fairy Lights besorgt. Ich bin so ein bisschen unglücklich mit denen, weil die haben leider nicht so ein warmweißes Licht. Das stand eigentlich dran, dass sie so ein warmweißes Licht haben. Und ich will warmes Licht in meinem Zimmer haben. Und ja, ich weiß, so Fairy Lights sind ja eigentlich klischeetechnisch so für Jugendliche, Teenager, meistens Mädels. Aber ich finde die geil. Ich finde die hübsch. Ich will das als Dekoration in meinem Zimmer haben. Und ich will, dass das halt, keine Ahnung, auch in meinem Bett rumhängt. Das fände ich voll nice. Ja, und das sind leider aber nicht warmweiße Lichter, sondern eher so kaltweiße Lichter. Und ich fände warmweiße schon besser. Und ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwer hat einen Strobo-Effekt eingebaut in die Lampen. Und ich weiß nicht, warum man das dann haben will. Warum will man Strobo-Effekt auf Fairy Lights haben? Aber gut. Ich habe hier auch eine Lichterkette und finde es mega. Ich mag interactive Licht. Genau. Oh ja, genau. Da habe ich, es sind ja, ne, also es sind ja halt auch, ja, Strobo, kennst du, dieses ganz, ganz schnell blinkende. Genau. Da habe ich, also es gibt so viele coole Videos bezüglich, wie beleuchtet man eine Szene in einem Film oder in einem Interview zum Beispiel. Und da gibt es so viele, ne, also du hast ja deinen Interviewpartner eigentlich für gewöhnlich, wenn du so ein Talking Head hast, also eine Person im Fokus, dann ist das einfach, dann hast du ja die Person im Vordergrund und im Hintergrund kannst du aber noch so viel machen, dass einfach der Hintergrund wirklich spannend und interessant ist, aber gleichzeitig nicht zu auffällig ist. Und eine der Sachen, die sie so machen, ist zum Beispiel auch so eine Fairy Light Kette nehmen und einfach in so ein Gefäß reintun und damit es einfach hinten so ein schönes Streulicht noch macht. Oder eben auch solche Spotlights, so kleine LED-Panels, einfach nochmal hinter so Objekte dran machen, damit das nochmal so ein indirektes Licht und interessante Schatten gibt und interessante Lichtverläufe. Und genau, und das versuche ich halt auch, wenn ich so Sachen mache mittlerweile, wenn ich so Interviews mache, versuche ich das dann auch mal einzubauen. Ich habe leider jetzt noch keine Chance gehabt dafür. Bei der Gamescom ist es auch ein bisschen schwierig. Aber zum Beispiel bei den Videos für baumwollseil.de habe ich das schon ein bisschen versucht, darauf zu achten, so Practical Lights einzubauen. Das sieht man ein bisschen, deswegen sind auch diese Stehlampen da, wo sie sind. Deswegen ist auch der eine große Käfig ein bisschen erleuchtet, weil ursprünglich war das nur so im rechten Eck so ein Blotch dunkel. Und dann habe ich gesagt, so, das ist ja scheiße. Und habe dann einfach noch so ein kleines Spotlight genommen und habe das dann da reingelegt und habe dann damit nochmal so ein bisschen Schatten gebaut, damit dieser Käfig ein bisschen beleuchtet ist. Sah richtig gut aus. Ich bin sehr, sehr glücklich damit gewesen. Und genau, und Falke, ich verstehe ganz genau, was du meinst. So Licht, das man steuern kann, ohne dass man dafür aufstehen, ist super wichtig. Weil ich hatte echt viele Tage, da kam ich nicht aus dem Bett. Ich bin einfach zu müde, zu fertig, zu Kopfdinge belastet im Bett gelegen. Und ich wusste aber auch, wenn jetzt Licht hier im Zimmer wäre, hätte ich es einfacher, wacher zu werden, aufzustehen und aufzuwachen und vielleicht aus meiner Kopfdunkelheit auch rauszukommen. Und deswegen habe ich mir
deswegen habe ich mir auch diese Lichter hier geleistet, dass ich wirklich einfach mit einem Alexa-Befehl das anfangen kann. Ja, dass ich die halt anmachen kann. Und genau, deswegen habe ich auch nicht nur habe ich halt also ein An und Aus, was bei mir übrigens ein Hello und ein Good Night ist. Ich habe auch einen Good Morning Befehl und der funktioniert so, dass alle 10 Sekunden oder so wird die Helligkeit um 5% gesteigert. Das heißt, du hast so einen simulierten Sonnenaufgang. Das heißt, du musst, wenn du aufwachst, nicht einfach nur bam, Licht auf 100%, sondern du kannst auch sagen so, ja, mach mal so wie so ein Lichtwecker oder simuliere mir einen Sonnenaufgang. Und das ist so nice. Einfach dazu aufzuwachen, ist so viel angenehmer. Und ja. Es erhöht halt schon so Lebensqualität. Langsam den Raum zu hellen. Super nice. Jo. So ein Lichtwecker hatte ich mir auch überlegt, aber ja. Lichtwecker sind halt echt teuer gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, irgendwas mit 100 Euro teilweise. Je nachdem von wo. Und dann brüllt er dich an. Ui, was hast du denn für einen Lichtwecker? Also meine Ex hatte ja einen Lichtwecker mit Radio drin. Das konnte man auch so steuern, dass das eine funktioniert oder das andere funktioniert oder beides. Und dann halt auch lautstärkentechnisch. Also das hat dann auch langsam angefangen, lauter zu werden. Oder war direkt von Anfang an auf laut. Ja. Aber angebrüllt wurden wir glücklicherweise noch nicht. So. Subjects SC5A through K will give visual demonstration of multiple physical exercises. Note, thank you, testing assistant Lehman. Then instructed to replicate them in accordance with verbal instructions. Subject SC5H complained of physical exhaustion after 5 minutes, missing numerous verbal cues. 5A, 5E, and 5K failed out at around the 15-minute mark. Test was terminated after 30 minutes as the technician became too hoarse to provide instructions. Witzig. Yeah. Subjects are instructed to follow a closed circuit around the perimeter of the testing chamber for the duration of the test at random intervals. Technicians is to provide vocal cue to reverse course. Das ist Phase 3 also. Of the 8 test subjects remaining in group SC27, 6 respond to vocal cues. 63D became aggressive and was removed. 63B collapsed 30 minutes into the experiment and was removed. Remaining subject exhibited compliance with all vocal cues for remainder of experiment. Technician's addendum. Observational data compromised due to equipment failure. Technician Embry, as was found incapable of continued operation due to incessant weeping and was withdrawn flagged for disciplinary measures. Okay, warum auch immer hat Embry angefangen zu flennen und konnte nicht mehr aufhören. Diese Testnotizen sind so arg. Subjects are isolated and instructed to select one member of the experiment group for immediate removal from the volunteer program. Oh, what? Das ist ein richtig abgefucktes soziales Experiment. Weißt du, in der einen Sekunde sage ich, das ist voll das abgefuckte Sozialexperiment. In der zweiten Sekunde denke ich drüber nach, das mit den Erstis in der O-Phase zu machen. The duality of Gerun, Mann. 63A volunteer subject 63F. 63B is unresponsive for duration of testing session. 63C deliberates for 5 minutes and 30 seconds before volunteering. 63E. 63D is unable to recall their names and or identification numbers of her fellows, but has volunteered each of them in turn, citing immediate need for additional compound X injections. Okay. 63E volunteers subject 63F. 63F refused to comply with instructions for duration of testing session. 63G exhibits extreme confusion and extreme emotional distress, demands morning injection. Technician's addendum, time as of previous note is 1400. Subject exhibits extreme aggression. Subject terminated. Okay. Nummer G wurde umgebracht. Subject is instructed to fire at shrouded target. 1 industry standard fashion modeling assisting device mannequin. Subject is not informed of nature of target.
Okay, die kriegen einfach so irgendwie grob angezogen und soll drauf schießen. Subject has fired a target, auditory reward initiated. Fired a observation window, is automated security enabled, test reset. Subject has fired a subject other. Wieder ein anderer, fired a target, reward, subject refused to fire, subject refused to fire, subject refused to fire, subject unresponsive, test reset. Ja, diese Tests laufen anscheinend nicht so gut. Ich habe das Porträt verkackt und gerade alles weggemacht. Oh, nee. Oh, nee, Senior. Das ist nicht cool. Oh ja, Fehler passieren. Ist halt. So. In light of certain recent incidents, I'd like to remind you all that it is paramount that we follow all Space's choice guidelines regarding safety and security. Yes, you will suffer professional and financial consequences if you are found to be responsible for damaging company property. But here at HIA, inattentiveness and recklessness also endangers highly limited company resources and threatens our overall production schedule. Think about what we are all here to achieve, then consider whether you want to be the one that lets us all down. Luckily, any and all injuries suffered by the volunteers this past week have been minor. All testing will proceed as scheduled. A reminder that all personnel are advised to report to the infirmary if they experience any symptoms listed on the notice LeBlanc provided earlier this month. It is strongly suggested that you use your allotted break to do this, as any losses to productivity will be reflected in your paycheck and our indentureship agreement. Auch so arg. Hey, you and Andre talk about Tossborn sometimes, right? Have you noticed anything different about him lately? I'm sure he's been at his desk all night. I was going to congratulate him on his newfound productivity, but I took a look at his reports just now, and some of them have very basic formatting errors. It's not like him at all. Maybe you could ask him about it. If something's wrong with his terminal, he should probably get it taken care of sooner than later. If we're going to meet OCI's figures this month, we'll need to double our testing capacity over the next few weeks. To that end, I need everyone observation to work with his disposal to halve the preparation time between tests. Have the volunteers exit as a jog if you have to. Just try not to let them see the bodies. Oh. Die verheizen echt hart, Leute. Aber das wussten wir schon. Look, Embry lost his head because he couldn't keep up with the work. He was never going to amount to anything, and we all knew it. The surprise is that he lasted this long. I don't know why my reports are any of your business to begin with, but I know how to use a damn computer. I bet Weaver put you up to this. I've been working twice as hard as anyone else in this office this month, and now she thinks I'm going to outpace her. But maybe it's simpler than that. Those emails used to be just a nuisance, and I'm starting to think maybe your loyalties to some other corporation. Ah, yeah. Die haben hier echt... Die haben hier echt arg viel Stress miteinander. Hey Andre, Dr. Blakesley started to come down here pretty often, usually for the morning shift. Und hallo Halietos. She hasn't said anything, just watches us go through the tests for a while and then gets up and walks out. Weaver tried to give her a report, I think, but Blakesley gave her a look and that was the end of it. You think we're doing something wrong? You tell me if you knew anything, right? I'll split my lunch with you again. Oh, and hey, great game last night, hey? So, yeah, we're going back to mannequins for phase 5. None of the test subjects felt too torn up about shooting killer bugs from Monarch, I guess. Should make things easier for you over in disposal, right? The best part is that one of the cages didn't close properly last night and a couple of the little mentapillars got loose. Who knows where they are by now? Morley had an absolute fit. I don't think he likes bugs. Oh, wir haben ein paar von den Killer Bugs from Monarch hier verloren. Das ist ja auch gar kein Problem. Ja, hättet ihr mal drüber nachgedacht, was das hier für die ganze Scheiße hier heißt. Here you will be demonstrating key life skills in a simulated working environment. As in any work environment, inattentiveness can have disastrous consequences. Any accidents will negatively impact your chances of completing the volunteer program. Okay. I don't believe we've discussed side effects, Dr. Ambrose. The drug's not ready for release yet. The side effects are immaterial.
So it's dangerous. Perhaps it results in some thrilling mutations. Forearms, maybe? Or a second head? Try delusion, paranoia, gastric bleeds, violence, and fatal insomnia. Shall I enumerate every way our volunteers have died? Suicide by automech, suicide by hanging, starvation. Cut the recording, Georgie. You sure, boss? I just put on a new cylinder. Stroke, spontaneous combustion, internal exsanguination. Just turn it off. Okay. Da ist unser Arzt mal ein bisschen crazy gegangen und hat tatsächlich die Wahrheit I don't feel good. erzählt. I don't feel good at all. Ja. Okay, hier fehlt ein Kopf. Und das war nicht mal wir. Das ist nicht der Kopf. Hier war ein Helm dabei, wo ich nicht verstehen kann, wo der war. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr lauft da wirklich durch so ein Ding. Überall Leichen sind, ey. Und vor allem ein paar alte Leichen. Hast alles aufgebaut, jetzt fehlt nur noch der Schreibtisch. Sehr nice. Sehr, sehr nice. I don't want to see no more. I can't take this. But why? Why? Who does this? What kind of monsters ran this place? That's a good question. That's a really good question. Vor allem, ich frage mich, wofür diese Maschine da ist. Oh, okay. Das sind diese das ist so eine Würfelpressmaschine. Übel. Ja, genau. Geh dir mal was zu essen suchen, Cynthia. Oh, ja, Mann. Portal oder Postal? Halliertus. Incoming messages from Sandoval. I don't want to play anymore. Let's just do our jobs, okay? This week's bet. Alright, my 10 bits are on 52F. I know what you're thinking. He's so skinny that got to be bad odds. But I'm a gambling man, Victoria, and I've got an eye for this now. What do you think? No, I'm not talking about the subjects, Vicky. I'm talking about the numbers. I've been keeping track of how many bodies we process every day and every week, and the number fluctuates. But never too much. 1 and 3 and 2 and 5 and 1 and 1 and 1 and 2 and then 10. Just look at the chart. I left it on your desk. You can see for yourself that there's a pattern. You see it, right? Okay. Warte mal. Ich frage mich ja, was hier ist. Achso, hier kommen wir hier wieder. Jetzt Companion Cubes, okay. Ich meine, da unten geht's lang. Also da zeigt der Pfeil hin. Aber was ist hier?
Okay, das ist sealed. HIA visitation protocols. If you suspect a visitor does not have the appropriate credentials, please observe the following procedure. Stay calm, notify nearby security personnel of your suspicions, wait for security personnel and equipment to finish disposing of the visitor. Complete an incident report per official guidelines. Remember to use basic choice-approved formatting and language. At no point should you leave your workstation unattended. Leaving your workstation unattended will be considered a severe security breach and may result in a fine and or summary termination of your employment with spaces choice. So supervisor has posted the following addendum. Right, that's your official shit. If we do get visitors, inform me at once. If they from other departments, if it's Dr. Ambrose, don't get in the way, but lock every move. If it's Clarence Mosley, keep him at reception. I'll come down in person to see his law-given miracle for saw this law-given miracle for myself. If Jasper Lowe or anyone else from camp turns up, let them stew at reception. I'll send Assistant Morley down eventually. Okay. Vielleicht ist es gar nicht die... Achso, nee, warte, Blakesley ist es eh nicht. Blakesley ist ja die wir getroffen haben. Aber halt die Mutter eventuell. Die Mutter oder vielleicht auch diese Morley. Also Morley hätte es gewesen sein können, wenn das der Assistant von der Mutter war, aber der war anscheinend ja nicht. So. So, here, update. HIA is on lockdown until further notice. Do not let anyone into the facility until the escaped volunteers are located. I'm going to check volunteer induction for any signs of our fugitives. If you receive any key card access notification in the next 20 minutes, ignore them. Okay. Okay, aber das ist immer noch sealed, das heißt, wir müssen eh nach unten. Okay, Lockpicking. Dafür müssen wir nur die richtige Rüstung anziehen. Und zwar ist das... Oh, das ist interessant. Mhm. Okay, Lockpick 5. Oh, warte mal, wir müssen 2 von denen sollten wir aber behalten. Die kommen dann zur Sammlung. So, und irgendeine Rüstung hat auch nochmal... Das war doch die hier. I wish I could do that. So, und dann müssen wir bitte wieder normal aussehen. So. Schon wieder irgendeinen Schrott gesammelt. Text geht ab plus 5. So, also langsam brauche ich mal wieder echt so ein Ding, wo man Dinge verkaufen kann. So ein Ort. Ich kann mal was lesen. Messages. Incoming Messages. Das ist auch best choice. Es gibt halt
echt viel zu lesen. This is about a few volunteers more. Most of the test group SC-22A is already gone. Subject 17 is non-verbal, but we had some luck using small amounts of the compound to coax him into the testing rooms. To be honest, some of the staff are starting to worry me too. It's not just that ghoul and disposal either. Viva's convinced that the compound's getting into the ventilation system somehow. I've caught her scrubbing her hands raw at the washing station. I've tried reciting her safety protocols to her, but it hasn't seemed to help. I'm starting to think she might not be wrong. Okay. Ist natürlich scheiße, wenn das Mittel, das alle verrückt macht, auch so irgendwie in die Luft kommt. Morley, pick out 2 of the deceased test subjects and whip up condolence letters. Something saccharine and noble. Feel free to invent next of kin. There are none on record. Use the cheap paper. Leave the letters on my desk. I'll dispose them shortly. Okay. Outgoing messages. This notice to inform all HIA staff that testing associate Angus Rahn is no longer at Space's Choice Pharmaceuticals employee effective immediately. As valued members of the Space's Choice family, I trust that you will all pull together to shoulder Mr. Rahn's responsibility in this place. Na super. Wir haben immer mehr Arbeit haben, es ist schön. Dr. Blakesley, the missing test subject has been found and apprehended. Apparently he got into the testing department where he remained. I'm afraid nobody noticed for several hours. Hennessy had him doing paperwork. I think it's clear at this point that subject SC-44B12 didn't get out on his own. As far as we can tell, he didn't have much of an escape plan. The door was simply unlocked for a short period of time during the night. In the meantime, I've made it clear to the security force that no further breaches will be tolerated. Okay. Archive messages. Delete this. How do I delete this message? Clarence, the latest results are in. As you hoped, you'll find that the violent cases now account for a smaller overall percentage of the testing pool. I expect that will change in about 2 or 3 weeks, so you'd better get that report out to Goodfellow in a hurry. In the meantime, dosing all of the test subjects means that HIA is now in the business of generating aggressive psychotics. So if you could take 2 minutes out of your fundamentally pointless existence to somehow make it clear to Mr. Goodfellow that I need an update on those resources I requested, as well as the matter of additional security, increased oversight at Chem, or any kind of explanation for what the fuck. Okay. Dann können wir auch noch gelöschte Nachrichten, können wir noch... Read me. Morley, if you receive any information from Dr. Ambrose, ignore them. Also notify me at once. And don't piss yourself worrying. It won't come up on your assessment. Okay. Morley, no word from OCR. We keep going as we are. Say something to the staff. Break out that list of prepared statements I gave you. I'll suggest number 4. Remember to smile. I'm heading down to OC Surveys testing personally. Make sure I'm not disturbed. Okay. Ja, da scheint irgendwo ganz viel Kacke am Dampf gewesen zu sein. Did you enjoy the show? I didn't. You should have left Gorgon in its grave, where it belongs. Now I'm afraid I have to find a more permanent way to put you down. It's a good thing then that I finally figured out what you're after. I'll see you soon, little weasel. This is sick. I can't bear it any longer. Oh, I hope so. I can finally put a bullet in this asshole once and for all. So. Genau, hier haben wir was zum Anhören. Warte, wo war das gerade? Da. Ben, there you are. Is this... It's off, right? I don't understand these contraptions. Dr. Blakesley, ma'am, I've come to say that it's time. I'm gonna do it. Do what? I'm gonna try for one of the shuttles. You little shit. You've lost your mind. If I can just make it to the landing pad, I'll be free. Be reasonable, Morley. The project is almost over. We'll be out of here by October. Ma'am, it's January. You're recording, by the way. Damn it! Broken datapad. Our first test group should be here in just a few hours. I suppose I should be catching up on sleep, but it's far more important to mark the occasion. I really think we can achieve something here. Every citizen of Halcyon wants to be of use, deep down.
this compound can restore industry and work ethic even to outlaws and miscreants, we won't need places like Tartarus anymore. Dissidents will be a thing of the past. Cam has sent over its shipment of this mystery drug, and the testing chambers are operational. Once we've proven our methods, it will be that much easier to convince OCI to invest in better equipment. Okay. So, Essen. Ja, nice. Was hast du denn? Was hast du denn Leckeres? Also, wir können vergleichen. Ich hatte Nudeln mit Brokkoli, mit Tomatensauce und in Mehl panierte Hähnchenstücke. Die sind sehr lecker. Oh, ein weiterer Fan von Brokkoli. Ich bin großer Fan von Brokkoli. Super lecker. Na, siehst du, wie groß dieser Teller ist? Deswegen ist das noch da. Das ist voll viel. Ich hatte mich vorhin fast überfressen daran. Da wurde ich voll müde. Ist nicht gut. Pappalapapp. Schufnudeln mit Sauerkraut und Speck. Oh, das hört sich auch gut an. Messages incoming. Hack 400. Shit, wir haben Hack 90. Stealth Skills. Okay, damit kommen wir aufs habe ich keinen Hut, der mir mehr Hack gibt? Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist unpraktisch. Oh, was? Warum? Warum habe ich jetzt... Warum habe ich jetzt aber... Ich habe jetzt 104. Warum habe ich 104? Macht Pavati da irgendwas mit ihrem Perk? Nee, ne? Ich bin irritiert. Macht Nayoka das? Hab ich einen Perk? Ein Hacking-Perk? Oh, ich habe 100% Skill-Bonus. Das heißt, ich krieg doppelte... Das heißt, ich krieg plus 14. Ah. So that's the reason. I like it. Okay. Also wir reden jetzt hier... Wir lesen jetzt mal Nachrichten. Oh Gott, so viele Nachrichten schon wieder. Marion, it's been 3 weeks. Where the fuck are the reports from HIA? Delivering them to me by the end of the day... Deliver them to the end. Deliver them to me by the end of the day, or deliver me a letter of resignation. I'm done asking. In the future, you will send me bi-weekly reports of HIA status. These reports will include an inventory of test subjects, which version of the Gorgon compound they have been administered, how frequently those administrations have occurred, and who has been administering them.
To these reports, you will append a mortality record. This record will include an accounting of the burn down rate of our current stock of volunteers and compound ampules, in addition to a thorough analysis of the injuries. I want to see charts, Mary. Big fucking charts with loads of precious little numbers. And before you ask, bi-weekly means twice a week. Don't pretend you don't know what I mean. Okay, bi-weekly kann aber auch heißen alle 2 Wochen. Marion, personalize and forward the following note to the families of the deceased volunteers. Take carbon copies and send those on to Lucien at the usual address. Make certain he gets every single one. Dear Name, it is with regret that I write to inform you of the death of your relation, Name. They died peacefully, attended by their fellows. Please accept our sympathies in this difficult time. Though it may offer you little comfort, know that your relation died in service of a better, more productive Halcyon. In accordance with the agreement, Name, signed with Tartarus Corrections, a division of United Defense Logistics, their term of incarceration is now considered complete. Na, danke. So. Ach ja, aber hier Schupfnudeln mit Speck muss ich mal wieder essen. Und natürlich hier den Kraut. Den Kraut. Voll gut. Yes, many of the subjects will still exhibit increased energy levels and compliance, the same euphoric response, but they inevitably crash. Testing clearly suggests that CHEM's compound acts has extreme and irreversible effects when administered repeatedly over a long period of time. Several volunteers in the old SCO2 group are barely verbal. When they do speak, it's to beg for more of the compound. I'm finding it hard to shine that up for you, Lawrence. So good you'll beg for more? Don't you dare use that. If we could dilute the compound or even ease out the schedule, we could mitigate some of the addictive effects. Weaning some of the earlier test subjects off the compound might buy us time until Chem refines a formula. I need time, Lawrence. Morley, I need you to compile some of the test results from the past months. Pull a subset from the reports we forwarded to ICA if you like, as long as they are charts. Make sure the worst of the mortality reports are up front, will you? Testing group SCA2. At the behest of the Office of Creative Incubation, we are applying varying amounts of unknown solutions to test subjects that are already mid-treatment. What organizational schema do you imagine would miraculously restore scientific rigor to this process? Stick to the current system. Oh god. Morley, pick out 2 of the deceased. Warte mal, das habe ich schon gelesen. Ach, das haben wir vorhin als Incoming Message gelesen, vermutlich. To Bancroft, resignation from Blakesley. Lucien, I'm leaving this message to inform you of my resignation from the position of testing supervisor of Spacers Choice Pharmaceuticals, effective immediately. I won't be returning to headquarters, and I wouldn't bother chasing that tracking signal unless you want to give the boys and girls in human resources some exercise. I'll warn you once, do not try and find me. Okay. Deleted messages, please. Cancel all the letters. If they've been hand-delivered, send someone to retrieve them. Secrecy trumps sentiment. Don't ever let me do anything to indulge in again. Okay. Marin, I see now why you held back your reports. Strangulations, attempted disembowelment, bowling, blunt force trauma to death with a bedpan. It's not just that volunteers' deaths are up, but the ways in which they're dying are appalling. This is unconscionable. An unmitigated disaster. Cease the administration of the compound immediately. I'll take this to our Lucien. Surely when I show him these results, he'll understand we can't take this product to market as it currently stands. Das war den wohl Bums. Okay, ja, das haben wir alles gelesen. Admin Function. Logged. Open. Okay. This, I never imagined. I'd always heard the corporations treated their workers poorly, but this, it's like they were sprats, caged up little experiments.
What they did here was inexcusable, definitely. All this cruelty done to regular working folks without even a shred of regret. And what's dogging me is... why? They knew. They knew what Adrena time would do. Fuck, Captain. Marauders are half the reason Monarch's gone to shit. Oh no, can't believe I did this. I'm fucking mad, Captain. Someone's gotta be. That journal better hold the key to the eternal equation, or Minnie's name's gonna have stains on it till the end of time. Only one way to find out where this leads. Come on. Schon bad, ey. Mal, ist das jetzt offen? Nö, das macht zu. Können wir jetzt oben raus? Ich muss mal kurz niesen. So, da sind wir wieder. Dann gehen wir kurz so raus. I used to think the beasts on Monarch were bad. At least they aren't cruel. These people chose to do this. So, und wir werden auch gleich unsere Übungen machen, TJ. Vielen, vielen Dank. So. So. Das ist die Frage. Was ist das denn? Ah, okay, wir müssen jetzt hier einen Travel. Gut, dann machen wir hier noch den Fast Travel hin. Na, ihr Lieben, hier ein bisschen Karten spielen. Ja, dann, du, viel Spaß dir und hab noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst und wir sehen uns dann am Montag vermutlich mit Smite wieder. It's about damn time. Let's find that journal. I want off this fucking rock. So, speichern wir. Und machen wir hier Tab. So. Bye, bye. So, genau, wir alle anderen, die jetzt hier noch da sind, wir machen jetzt aber noch ein paar Übungen, wie gesagt. Hier, wir fangen an. Erstmal ein bisschen Brumm. Motor. Schöne Motor aufheulen lassen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass es auch tatsächlich einen Sinn ergibt, warum Motorräder das machen müssen. Und zwar auch machen müssen, ne? Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, das ist immer nur so ein dummes Posing-Gebullshitte. Aber nein, es tatsächlich ergibt Sinn, dass sie das machen. Der Motor muss erst warm laufen. Ansonsten, genau, ansonsten funktioniert das nicht so gut. So. Deswegen auch wieder Hände nach hinten strecken. Und Party. Party hat, Leute. Oh. Dann knacken wir hier nochmal mit den Händen. So. Dann die Hände nach hinten. Finger spreizen. Finger biegen. Nicht den Daumen vergessen. Auch wenn man mit dem nicht so viel machen kann. Dann auch die Hand nach unten. Knackt sogar. Jo. So. Dann schön die Hände squishen. Jetzt können wir leider das mit der Flasche nicht machen, weil die Flasche ist voll und ich habe keinen Deckel hier. Deswegen, ja, werden wir diese Übung nicht machen. Wir machen also jedenfalls nicht mit Gewicht. Und machen es dann einfach so. So. Durch. Brotopiste 3 Minuten. Sie. Damit würde ich ja gerne was Unsinn ausprobieren. Ja.
Ach so, stimmt ja. Ach, jetzt sind jetzt hier auch schon alle. Genau, da du mal auch dein Magazin da. To shreds, you say? I see you now. Protect her! Okay. So. Ich merke, dass ich meine Kranichschläge nicht so weit durchstellen kann. Genau. Montag gibt es dann wieder Smite. Eventuell, wenn wir heute noch fertig werden mit dem hier und das vor 24 Uhr, machen wir auch noch Smite. Also, ich höre da nicht früher mit dem Stream auf, sondern es gibt dann einfach statt des Smite. Heute ist anscheinend auch noch, kriegt man auch noch doppelte Battle Points. Von daher wäre das gar nicht mal so schlecht, ne? Wäre schon irgendwie praktisch. Commander. Haben wir uns halt umgebaut? Gefühlt fehlt ein Kolossus. Na gut. Montag wäre ich safe dabei, dann kann ich noch üben am Wochenende. Mach das, mach das. Genau, warte mal. Ich will jetzt aber eigentlich mal zu irgendeinem verdammten... Ach so, ja, blöd. Wir hatten... Wir gehen erstmal in die Unreliable und schmeißen da all möglichen Shit weg. Ich habe keinen Bock mehr, den ganzen Kram rumzutragen. Ja, der ganze Kram. Machst du die Auflösung eigentlich dann am Montag oder schon früher? Die Auflösung für das Giveaway mache ich sogar am Mittwoch, wenn wir dann wieder Everspace spielen. Ursprünglich war es am Montag geplant, aber ich würde gerne mir mit Everspace 2 einfach mehr Zeit nehmen und deswegen mache ich das einfach am Mittwoch. Und dann spielen wir da einfach auch nochmal ein bisschen Everspace und genau. Das so die Idee. Deswegen habe ich das auch vorhin da in dem Dings angepasst, damit es mal endlich mal richtig drin steht. Tech Skills. So, storen wir mal das hier. Das können wir gleich mal anziehen. Dann packen wir das weg. Packen wir das hier weg. Hut können wir eigentlich auch mal einpacken. Packen wir auch mal weg. So. Und bevor wir jetzt alles wegpacken, die hier könnten nochmal neue Waffen vertragen. Ja, komm. Kriegst du das hier? Du hast hier eine Automac-Pistole. Ja. Du kriegst aber die hier. Light MG. Ja, hier kriegst du einen Light MG3. Protoss Ball Stick mit 200. Dann nimmst du die Sense. Ich meine, ich brauche die nicht, aber sollen wir die mal gescheite Waffen hier haben? Weil irgendwie kann das ja auch nicht sein, dass die ganze Zeit mit so Dreckswaffen rumrennen. Genau, und bei Sam ist eh egal.
So, wir können außerdem mal die Rüstung mal wieder anziehen. Und Repair, all equipped. Dankeschön. Das ist so minimal der Schaden. So, Tinker. Können wir die hier noch upgraden? Ja, wir haben so ein paar Level da noch. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ganze worth war. Die macht jetzt 800. Okay, Modify. Das da. Stall Mods. Quiet Muzzler. Rate of Fire. Critical Damage. Ja, erhöhen wir die Rate of Fire einfach noch mehr. Und was packen wir hier rein? Schock. Machen wir Plasma rein. Okay. Back. Und eigentlich die Rüstung, die wir so tragen. Ach, leider die wir tragen, können wir gar nicht modifizieren. Das ist ja doof. Okay. So, wie hieß eigentlich das Game mit den Karten, wo du einen Bären als Charakter hast? Banners of Ruin, genau, das war super. Das habe ich jetzt erst, habe ich gestern wieder gespielt. Das ist super nice. Genau, das ist Early Access. Oh. Safe Game. Eigentlich sollten wir hier nochmal hingehen, weil da haben wir jetzt gerade richtig viel Kohle ausgegeben. Ich meine, wir haben jetzt nur noch, von 183 haben wir jetzt nur noch 33.000. Und ich weiß noch nicht, ob ich das super worth finde. Muss ich ja sagen. It's about damn time. Let's So. Ach ja, ist euch irgendwann im Stream mal aufgefallen, ob wir Ruckler hatten? Weil irgendwie gefühlt kommt mir so vor, als wäre jetzt die ganze Zeit auch tatsächlich, als hätten wir jetzt die ganze Zeit wirklich stabilen Upload gehabt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das wirklich wahr ist oder kein Ruckler, okay. Weil wenn es wirklich so wäre, wäre das super. Was würde bedeuten, dass die Wartung jetzt von Dienstag auf Mittwoch tatsächlich vielleicht was gebracht hat. It's about damn time. Let's find that journal. I want off this fucking rock. Let's move quick and stick together. Ain't no one dying on my watch. Und Sildo. Du hattest keine. Cool. Oh, das wäre so nice, wenn tatsächlich jetzt alle Probleme gelöst werden. Und wir jetzt ab sofort stabilen Upload haben. Das wäre so geil.
Ist der Roboter vielleicht der? Das wäre spannend. Welcome to the Adrena Time Synthesis and Manufactory Center, brought to you by Spacer's Choice. This productivity automechanical unit is at your disposal. Its normal duties involve the management of legacy operations analytics. However, due to the promotion, demotion, death, or injury to other managers of this facility, this unit is now the acting manager of the following departments: reception, human resources, accounting, technical support, manufacturing, distribution, security. Please direct any questions about those departments to Pam. Answers not guaranteed. Legacy Operational Analytics? I never heard of it. According to this facility's records, the Legacy Operations Analytics Department is located on Sublevel Floor 1. Its functions include warm bodies and redacted. Access to that department is currently denied due to a lockdown in the sublevel stairwell. So it only existed to meet some minimum personal requirement. We value each and every member of the Spacer's Choice family, so be proud. On average, you contribute positively to a minimum of 1.44 important spreadsheets per quarter. That was one of Pam's patented pep talks designed to efficiently eliminate any negative feelings that are getting in the way of your work. After all, Pam's purpose is to answer one question: how can I increase your productivity today? Sinja, meinst du den Roboter gerade? Oder warum meinst du gerade bitte was? So what's with all the bodies? Did you know that keeping your workers alive boosts productivity? That's why every PAM unit comes equipped with the latest Spacer's Choice weaponry. When PAM's emergency combat protocols are activated, your investments are sure to be protected. Warning: due to power consumption, combat protocols cannot be activated when PAM's power is below 73% without deactivating managerial processes. Spacer's Choice policy dictates that managerial processes take priority. This unit's power rating is 57%. How can I recharge Hate you? messing with tangled cables or confusing batteries? With PAM, you'll never have to. Just pop in a Firefly brand industrial strength battery and PAM's ready to go. Out of batteries and need productivity now? No problem. Just hook Pam's power source up to another automechanical and Pam will get your employees back in line in no time. Can you override that behavior? PAM is fully customizable to fit your preferred management style. With the correct override codes, you can alter any of PAM's behaviors at will. Some limitations apply. Spacer's Choice does not accept legal responsibility for any injuries or trauma sustained after altering PAM's behaviors. See manual for details. Let's just give it a shot anyway. Engage emergency protocols? Emergency combat protocols cannot be engaged at less than 73% power without proper authorization. Ich habe mich schon gewundert, dass es eine Option This ist. unit is fully charged, or present your override password. Paul, do you think you could find an override? I could give it a shot. Let me just... Huh. Okay. Weird way to do that, but there ain't no accounting for sense. There we go. All I had to do was convince this old girl here that 73% was the new 100%. Easy as salt tuna and sawdust pie. This unit's power rating is 100%. Great! Emergency combat protocols are now available. Error: employee's biometric ID does not match this unit's designated manager. Proceeding with verbal management test. Pretend that this PAM unit is one of your employees who has been working long hours. What would you say to give them an extra pep pill in their step? Keep working late and with free prep pills and was more after hours.
If you could come in 5 hours early tomorrow, that'd be great. The promotion's right around the corner. Keep putting in those hours. Pam is equipped to talk about your career goals. On average, employees managed by Pam units go from assistant to associate roles in 15 years or less. My door is always open, unless I'm recharging. Verbal management test complete. Result. Employee is a Spacer's Choice manager. 94% certainty. Engaging emergency combat protocols. Stand by. Spacer's Choice likes to maintain a positive work environment. Ich wollte doch aber mit dir reden. Renn doch nicht weg. Okay, wohin rennt das Viech jetzt? Das wird nur mein XP klauen. Oh. Okay. Wir werden das gleich nochmal machen. Aber wir werden erstmal kurz selber erforschen. Was? Ach nein. Oh. Okay. Ach so, das war der falsche Save. Oder? Ja, das war der falsche Save. Ach, Load Kamera. Das hier. Accept. Ah ja, das mit den Warm Bodies. Ich bin auch noch gespannt, was das jetzt wird. So, Soul Junk. Please, thank you. Dann weg hiermit. Ich meine, Lockpick 5 brauchen wir noch. Engineering 5. Haben wir nicht da irgendwo anders Engineering mit dabei? Unglücklich. Und dann das. So, mal den ganzen Spaß hier loswerden. Als ob ich irgendwann noch mal leiser schießen wollte. So. Ich glaube, damit sind wir doch jetzt endlich mal wieder unter Level angekommen. So. Adrena Time 92. Ja, weg damit. So, das sind so die Dinge, die ich tatsächlich aber haben will. Das aber nicht. Das schon.
Was halt auch so, also das brauche ich so selten. Zumindest ein paar davon verkaufen. Kilo losgeworden. Adreno. So, egal. Du hast Essen, sehr cool. Dann lass auch dir das schmecken. Antiver. War hier nicht außerdem irgendwo der Dings? Der Schmuggler-Safe. Ich weiß gar nicht mehr, wo dieser dumme Schmuggler-Safe war. This unit is current. This unit has initiating clandestine operations mode. Identity confirmed. Greetings, Clanton, Roscoe. Preparing message playback. Play message. Roscoe, hey, it's Georgie. I've set up this automech to receive phonograph recordings from you. Once you hand them all over, that'll be the end of all this. You're a real smart fella, so you probably figured it out by now, but I don't work for Spacer's Choice. Never did. Telling you's only gonna put you in harm's way, but you'll never let it lie, so I've been working for Auntie Cleo's. I know this isn't, well, it's not what either of us wanted, is it? It's not what I wanted anyway. I just wanted to say, fuck, listen, I liked you. I liked you a lot. I know sorry doesn't cut it, so thank you. I miss you. I hope you're okay. This unit is now prepared to ingest cylinder recordings, deposit recordings, and dispense payment now. Processing. Processing. This unit was last activated 1,836 days ago. This unit is now deposit. Who do you belong to? This unit is an anti-class automechanical equipped with a corporate espionage protocol, registered to operative. Error. This unit deposit. I'm saving these for a special occasion. Engaging disappointment protocol momentarily. This unit expected better of you, operative. Goodbye. Okay. Also irgendwie sieht es gerade nicht mehr gut. Ich glaube, ich kriege mich mal ein bisschen ins Bett ein. Sinja, dann versorg dich gut, schlaf gut vielleicht auch und gute Besserung. Ja. Kümmere dich gut um dich. So. Genau, also wir haben jetzt nämlich zwei Möglichkeiten, dass wir die bei dem Automac abgeben oder eben bei Roscoe. Ich gebe die mal im Roscoe und ich will mal schauen, was passiert. Ich glaube, emotional kann er damit besser was machen als dieser Roboter, der uns nur wieder Geld an den Kopf wirft. Und ich meine, es als ob wir noch Geld brauchen.
So. Hä? Achso, warte mal, war Roscoe. Oh, warum ist Roscoe nicht hier? Roscoe hätte doch hier sein müssen. Ow. What's the story with this place anyhow? Used to be a shipping warehouse. Supplies came in, deadly chemicals went out. Who told you that? I worked here back in the day. You're pulling my leg. No, it's true. Is? Oh. Did you manage to find those recordings? Sure, I'm an open book. Not a problem. Anything else? Okay, yeah. Well, I'll be damned. Now I can finally get off this rock and go home. I know it's not much, but take the last of my bits. You've earned every single one, friend. Did you know Georgie was interviewing Olivia Ambrose on her own? She couldn't have been. We were together all the time. Except, oh shit, my weekly calls with headquarters. What could she even want to ask Olivia Ambrose about? Doesn't make sense. Production details, ratios, measurements, ingredients, that kind of thing. Good fucking law. Headquarters would kill me if they knew. Right after they killed her. Hell, being stuck here might have been the only thing keeping me alive. Was there something going on between you and Georgie? No, I mean, I don't know. Sometimes it seemed like there could be, when we were servicing the phonographs, or sharing a beer, but who'd be interested in some forgotten old bastard like me? Well, I can sit a bill. Ha, sure. Nice of you to say. Sorry. Not much in the mood for a witty repartee, what with the world-shattering revelations and all. Any other horrible truths you want to reveal to me? Or can I get back to my drinking? Georgie was a spy for declares Roscoe. No. No way. That's bullshit. It's impossible. I knew her for years. Shit, I hired her. Well, I approved her hiring, but... Nah, there's no way. You're gonna have to try harder if you want to trick old Roscoe. I'm not some gullible kid fresh out of corporate boarding school. You protest a lot for a guy who's he's certain. What is this, a trial? I don't have to defend myself to you, Your Honor. We shared a tiny room in this shipping depot for years, so I'd say I knew her pretty fucking well, considering. I certainly knew her better than you. I mean, sure, she was sort of secretive. Always made me do the weekly call with headquarters so she could have some time to write to her sister. But there's nothing weird about that. Lots of people have sisters. What was her sister's name? Ellen. No, wait. Elena? She had two sisters. Got their names mixed up sometimes. Did she now? Connor, how old did you really know her? We shared a tiny room in this shipping depot for years. I certainly knew. So what if she was... I'm not talking about this anymore. Just let it lie. Was there something else you want? I don't want you to. Listen, I appreciate you telling me what happened with those recordings, but I need some time to think. Got a lot to process. You do you? Yeah, I'll just... Yeah. See you around. What is das Ende war? Okay. I cannot fast travel from this location. This sucks. Wait. Why?
Ach ja, ich weiß noch gar nicht, was wir danach spielen, wenn wir dann mit dem Spiel hier durch sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendein Story-Game. Wo ich gerne hier weiterspielen, so freitags. Lass doch mal durchspielen. Das Ding ist, ich habe halt schon ein paar von diesen Story-Games rumliegen. Wir könnten natürlich auch probieren, sowas wie Banners of Ruin fertig zu spielen. I want off this fucking rock. So, hier. Jetzt hier speichern. Weiter. Yay! Rosenmaus 2. Okay, was ist da passiert? Vielen Dank für den erneuten Follow. Anderes Endgerät. Achso. Aber warum loggst du dich nicht zweimal im selben Account ein? Wäre das nicht einfacher? Bart. Ah, unvergessene Passwörter. Okay. Das ist natürlich eh unpraktisch. Are those eyes following us? Who would build such a creepy thing? If I didn't know better, I'd swear it was watching me. Alles gut. Kein Grund, rot zu werden. An deiner Stelle hätte ich aber vermutlich trotzdem eher nochmal Dings gemacht, auf Passwort vergessen geklickt und dann schnell bei beiden Geräten es eingegeben, damit ich wieder in beiden Geräten eingeloggt bin. So. Also du hast natürlich eine Wegwerf-E-Mail-Adresse verwendet, dann geht's halt natürlich nicht. These damn tech supports are slackwits when we barred the door to HR and accounting and made them use us there where they would not stop whining about it. But every turn, you prove me right about it. Nosy little shits are always up to some kind of humbuggery. And the auto mechanical specialists are in charge of Pam is the worst fucking one. They're always changing them setting or another for routine repairs, and then after all hell breaks loose, it's up to me and my security team to pick up the pieces. That's pretty fucking hard to do, considering half of my team has paws instead of hands. K-nits are easier to manage, they said. They are more resource efficient, they said. Fucking top rungers. And everyone wonders why I'm always drinking in the lounge. Anyway, the guy changed Pam's override code again without telling me. Again, I don't think Pam Blam, thank you, ma'am, 82368 is fits security guidelines, but screw it. Loses some, it's not about another employee's mother. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt den Override-Code. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir jetzt auch die Dings. Okay. Welcome to the Adrena. This product, however, reception. Please direct. According access to. Okay. That was one of. After all, how can I?
What's the motivation? Reminder. Please do not reheat your salt tuna in the company kitchens. Save that savory smell for your own micro-apartments. Okay, eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Das ist natürlich unpraktisch. Aber gut. Gut, dann ist das halt so. Tell me about this facility. The Adrena Time Synthesis and Manufactory Center is where Spacer's Choice's newest product is being created. Get a leg up on the competition with Adrena Time. You are now in the lobby. The floors above you are the offices, the manufactory, and the Adrena Time synthesizer. The floors below you are the sublevels and the synthesizer reactor. How can I increase your productivity today? So you're a productivity automechanical? Pam helps each and every member of the Spacer's Choice family be the best they can be. When you're managed by Pam, your workday gets unjammed. How do you keep people more productive? Feeling down? Pam is loaded with over 1,000 encouraging messages, each designed to make you feel like an important member of the Spacer's Choice family. Schedule slipping? Not to worry. Pam tracks all of your deadlines and has the tools to whip your efficiency back into shape. You'll be a team player in no time, thanks to Pam. Klingt überzeugend. Manage, you're actually in charge of people? Don't think of Pam as your boss. I'm just your pal. Here to make sure that every member of the Spacer's Choice family stays on task and on schedule. With Pam at the helm, you'll never be overwhelmed. I'll never let some rust bucket boss me around. Uh-oh. Has dissident propaganda corrupted your workforce? Not a problem. Pam comes equipped with a military-grade N-ray cannon and a coat of our patented plasma proofing. With a 98.3% riot suppression rate, when Pam is here, your metrics have nothing to fear. Sehr gut. Okay, never How mind. can I increase your pro- With all the Did you know that bodies. when Pam's warning, Spacers How can I hate recharge messing you? with out of batteries? Pam, it's some limit. Emergency, please ensure. Okay. Yay! Oh, und Fackel, vielen, vielen Dank für dein Raid. Herzlich willkommen, wie geht's dir? So, wir können... Nee, wir regeln erstmal hier Fackel. Wie geht's denn? Wacht macht Leben. Und was hattet ihr heute auch Schönes im Stream? Genau, herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr reinschaut. Wir spielen gerade die Outer Worlds, Peril und Gorgon. Gerade sind wir tatsächlich im letzten Stück. Reden gerade mit diesem wundervollen Automechanical Pam, der ja hier, der mittlerweile, weil ein paar Leute gefeuert, getötet und sonst irgendwie verschoben wurden, alleinige Managerin des gesamten Komplexes ist. On my way to Cyberpunk ist 100%, sind wir ca. 30%. So, Nick Gaming. Ach ja, ich habe heute mal drüber nachgedacht, einen gewissen jemand darüber reden, ein gewisses Spiel, um es gar nicht zu spielen, nämlich es dieser Person kaufe, aber dann habe ich gesehen, dass es 54 Euro kostet. Ja, es ist halt echt schon teuer. Tada, Dave. Doppelte Bestrahlung von Gerun, das ist doppelt besser. Ist das nicht fantastisch? Sehr nice. Ja. Wie ist denn Cyberpunk so bisher für dich? Ich muss mir immer noch überlegen. Naja, es ist halt auch wieder so ein teures Spiel. Und da ja kein Geld. Und auch irgendwie kommt mir es gerade komisch vor, Geld für Spiele auszugeben, wo ich noch 12.000 ungespielte Spiele habe. Deswegen ist das so ein, nee, das geht nicht. Das kann ich nicht verantworten. So, Pavati. Give it a shot. Mach mal. Let me just... Übrigens, Okay. Best Companion. Way to do that, but Deswegen haben wir sie so accounting for sense. schick angezogen. There we go. All I had to do was convince this old girl here that 73% was the new 100%. Easy as salt tuna and sawdust pie. This unit's power rating is error. Pretend that this PAM unit is one of your employees who's
So, genau, wir haben vorhin das schon gemacht, deswegen. Und Deppenschorsch, vielen, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen bei uns im Game Lab. Schön, dass du da bist. So, genau, für die Leute, die jetzt auch frisch reingekommen sind, falls ihr noch am Giveaway teilnehmen wollt, könnt ihr das noch machen. Ihr müsst jetzt nur mal eben eine Nachricht in den Chat reinschreiben, einen Screenshot von der Nachricht mit meinem Stream bei mir auf dem Discord hauen, in den entsprechenden Giveaway-Kanal und dann habt ihr damit ein Los für für das Giveaway von Everspace 2 bekommen. So, Everspace 2 ist gerade jetzt am Montag rausgekommen im Early Access. Space Shooter, RPG, Looter Shooter, richtig, richtig cool. Everspace 1 war auch schon super, aber das war ein Roguelite, deswegen haben es viele nicht gespielt tatsächlich. Und weil Roguelites halt nicht so bei Leuten ankommen. Und jetzt ist es eher so ein mehr in die Richtung gegangen für das, was die Leute erwartet haben. Looter Shooter RPG. Richtig, richtig gut. Lorem Ipsum. Skandalös. Nicht mal eine gescheite Nachricht schickt er hier. So, hier. Promotion is right around the corner. Keep putting in those hours. Pam is equipped to talk about your career goals. On average, employees managed by PAM units go from assistant to associate roles in 15 years or less. My door is always open, unless I'm recharging. Verbal management test complete. Result. Employee is a Spacer's Choice Manager. 94% certainty. Engaging emergency combat protocols. Stand by. Genau, die Pam rennt jetzt los und bringt jetzt alle möglichen Leute um. Das können wir mal kurz... Ja, hier, das da alles wieder als Schrott markieren. Oh, Gravedigger, die behalten wir aber. So. Du findest es grandios, Performance ist übel schlecht, hast eine 3070 und Drops regelmäßig unter 40 Frames. Dann kann ich es eh vergessen. Ich habe eine 1360? Nee, eine 1660. Eine 1660. Und das heißt, ich kann es total vergessen, versuchen das zu streamen. Forget it. Dafür brauche ich erst eine neue Grafikkarte. So, wir speichern jetzt hier auch mal. Nochmal. Und dann gehen wir hoch. Da werden immer noch diese Tanks hochgebracht. Hä? Ah, da kommt Pam ja. Stimmt, eigentlich will ich Pam mal zuschauen, wie sie jetzt hier Leute versucht, Leute killt. Welcher Channel? Naja, der Everspace 2 Giveaway-Kanal. Ja. Komm, geh weiter. I will follow you. Follow you wherever you may go. System searching for unauthorized persons. Eliminated. Here we go! Nice one! Take cover! Oh. Fresh meat! Burp. Ich hoffe, ich habe oben quicksaved. Ansonsten wird das voll nervig. Nein, verdammte Axt. Okay. Was ist denn hier noch? Hier ist nichts offen. Kann man hier schon mal looten. Können wir hier schon mal wieder Schrott verkaufen. Kennen wir schon so viel Unsinn. Was uns verkaufen. Ah, bist jetzt auch einmal da.
Super. Here we go. Nice one. Ah, was? Was? Hä? Wie? Warum bin ich gestorben? Ich bin voll erschrocken. Oh. Wah, 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 wah. Here we go. Good score, Cap. Eventuell gibt es da Ninjas und ich habe sie einfach nicht gesehen, ne? Das würde ich jetzt nicht für komplett unwahrscheinlich halten. So. Boah, ist zermatscht. I wish I could do that. So, die Frage ist jetzt, wo ist Pam abgeblieben? Pam? You're fast. Hm? Nein, ist Pam jetzt gestorben? Oder ist Pam weitergerannt? Oder was? Oh ja, Pam ist wirklich weitergerannt, eventuell. Nee, was? Wo ist Pam abgeblieben? Habe ich es jetzt in irgendeiner Ecke einfach übersehen? Bin ich blind? Bin ich dumm? Bin ich was? Hä? Oh Mann, ey. Messages. Out of stock. Mr. Newell, no, there are no socks involved in the production of Spacer's Choice Terra Fried Bratwurst. The T hologram on the machine is likely just malfunctioning. It should read out of stock. Nicht out of stock. Miss Sutherland, I regret to inform you that vending machines do not take returns. Please do not try to fit your can of Spacer's Choice Gourmet Saltuna fillets into the bit cartridge slot, as it will damage the machine and prevent other employees from using it. Thank you so much for your time. So much. A note in notes. Harold, prosperous morning. This is an informal reminder that your adhesive notes are intended to track your trouble tickets. Please do not use your adhesive notes to create patterns on your divider wall. I'd hate to remind you that unsanctioned aesthetic expression is strictly contrary to Spacer's Choice law, and I definitely hate to be reprimanded because I didn't warn you. Please endeavor to use the adhesive note in a manner prescribed by the Spacer's Choice official guidelines. Schauen wir gleich mal, in welchen Pattern die angehängt wurden. Michael, this is just to tell you that I've reported your recent unsanctioned language to Human Resources. You were recently talking about seeing some of your colleagues act paranoid and violent. Try to remember the new guidelines from corporate. Don't call your colleagues paranoid. They're experiencing dramatically heightened attention. Don't call your colleagues violent. They're showing physically assertive behavior. Na, die sind nicht gewalttätig, sind nur physisch assertive, was heißt nochmal assertive auf Deutsch, oder was ist die Übersetzung? Also ich weiß, was es heißt, aber ich weiß nicht die Übersetzung. Also das deutsche Wort dafür. Es ist quasi nur physisch forsch. Ja. I'm as concerned as you are about the curious and surprising behavior we've been seeing around the premises, but try to keep your language sanitized. Clean language is a matter of security. Durchsetzungsfähig, genau. Sie sind einfach nur physisch durchsetzungsfähig. Ja gut, aber ich bin jetzt nicht blind. Ich habe Pam. Oh doch, Pam ist. Ah nee, Pam ist nicht hier.
I usually just kick them down. Personal files. Retrieving personal files standby. Files located. Tech support would like to remind all employees that this is not the messenger menu. Saving these files will not send a message to another Space's Choice employee, even if it's saved to a director with the same name as that employee. Thank you. Halcyon Hank. Backstory. Halcyon Hank is the long-lost half-brother of Halcyon Helen. At the age of 7, he saved his family from a pirate attack, but he had to leave the ship in a separate escape pod. While the rest of his family was rescued by a passing patrol, Hank's escape pod landed on Monarch and he had to survive in the wild. Raised among Raptidons, he fought numerous schemes concocted by the cannibalistic iconoclasts who were trying to spread their listless, dependent way of life across the colony. Now he's finally made it off Monarch and is ready to save Halcyon from, instead whoever Sally makes us the villain here. Addendum, ask if Sally can make a supporting character that's Hank love interest. She promised she would last time. Okay, hier hat jemand eine Story geschrieben. Oh wait. Return to Root? War da gerade irgendwas? Irgendwo stand da gerade Putnam. Und ich glaube, das... Ah ja, hier, Putnam H. Das war doch der von Monarch, oder? Harold just sent management by cancellation form regarding our systems and serfdom sessions. I've been told I won't receive a refund on a leisure time I purchased for our group. I'll handle cancellation fees too. Let's not talk about what happened with Colin at the last session. Let's talk not about Colin at all. Not to management and not to medical either. If you need something for injury, let's see about getting you some AT. Okay. Pam, weapon tuner, primary author M. Liu. I can't believe that they gave Pam a damn N-ray cannon. Talk about overkill. There's not much in the known galaxy deadlier than N-ray radiation, and once it's let loose, it's hard to contain. Most living things seem to give it off in microscopic doses, but not enough to be harmful on its own, but enough to draw larger, deadlier masses of N-rays from one living thing to another within a certain radius. Which means I need to take extra care to make sure Pam's cannon is tuned for maximum precision. If the barrel is even 1 degree out of alignment, you risk thousands of bits in collateral damage every time she fires it. Okay. Jetzt wissen wir auch, warum N-Ray gut ist, weil N-Ray macht Massenschaden. Dafür nur halb so viel, aber gleichzeitig an allen. With the battery shortage, I need to find a way to recharge Pam in a pinch. Vargas and I have divided up all the remaining batteries and eventually even those who won't hold much of a charge. At least not if you just plug the unit into the wall as designed. Turns out though, Space's Choice batteries actually only charge at half capacity if you use them as intended. I think it's planned obsolescence. They want the batteries to wear out sooner so folks buy more of them. Doesn't make much sense to do it at all at your own facilities in my opinion, but what the fuck do I know, right? Anyway, I think I found a way to bypass it, at least on the biped models. If you take two similar units, link their power supplies and initiate a search from one unit to the other, it should force the battery to use its full capacity. Basically, I can double the lifespan of our batteries by having the units jumpstart each other. Not going to use it just yet though. Always a chance that someone catches wind of it and they close the loophole, so better save it for an emergency. Okay. From Liu to Vargas, keep your head down. Last week a pair of technicians at my designated workplace fell into a pretty bad row. There were a lot of seditious words used. I don't want to repeat them here. Management stepped in. I haven't seen them since. I don't think the indenturement or contracts were nullified. Otherwise I would have received a reprimand myself on account of having worked with terminated colleagues. They haven't been in their domiciles. They haven't been at their stations. I don't think they were fired. I think they deserted. I'm not going to share their names because I don't want that on my audit record. All I know is this, the office isn't working the way it should. Dr. Ambrose is nervous, and when she's nervous, we're all nervous. Michael, one of my colleagues, disappeared 3 nights ago. She'd been falling behind the deadlines and was medicating herself with AT, Adrenatime. I was jealous of her work ethic, so I can't imagine what compelled her to just disappear. Frankly, I'm glad. She was starting to make me look bad. There's something strange happening in the office, and I don't know what to make of it. Nothing's going according to plan. Clance mostly had a phrase he muttered now and then. The Bancroft coefficient is approaching 1. Apparently there's some fellow named Lucian Bancroft. If he's real, Dr. Ambrose answers to him. I think he's a cipher or code name for something.
I don't know how chaotic or messy a project has to be before the coefficient hits 1. But no bad things happen when Lucian Bancroft shows up. Contract nullified, waste disposed, assets eliminated. Yeah, I'll just keep my head down. Dann Falke, schlaf du gut, träum was Schönes und schön, dass du da warst. Freut mich. Ich finde gerade auf. Das wurde gar nicht in dem Pattern aufgehängt. Ich frage mich, was sie wollten. Making it look easy. Find its weakness. So. Also ich bin ja echt ein bisschen gespannt, wo Pam abgeblieben ist. Aber gut. Pam's gone with the wind. Or maybe not, I do not know. Oh, Pam ist hier. Oh, die haben Pam getötet. Das war schade. Wir hätten sie nicht aktivieren dürfen. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet, ihr Schweine! Ganz genau. Ganz genau. Ich wundere mich nur eins, wie ist sie hergekommen? Ich meine, die Tür war zu. Die Gegner überall haben gelebt. Wie ist sie hier reingekommen? Employee exchange. Space's Choice is aware of Dr. Lowe's eccentric habits. Yes, Dr. Lowe medicates himself with experimental drugs of his own design. No, we have not mentioned this flaw in Dr. Lowe's character in our exchange contract with Auntie Cleo. We believe that Dr. Lowe's behavior is consistent with the values of our rival company. Dr. Lowe and Auntie Cleo are, in the opinion of Space's Choice, an ideal match. Both Dr. Lowe and the Auntie Cleo company believe themselves to be better than nature. Please be informed that Auntie Cleo has generally offered at least 3 senior personnel in exchange for Dr. Lowe. It is Space's policy to accept any bargain in our favor. Ne, ich glaube, Pam ist tot. Obwohl. Wir werden es gleich nachschauen. Semantic Hygiene, Michael. The office has reviewed your report of unlawful behavior exhibited by certain colleagues at the
at your designated workspace, we find the contents of your report alarming and inconsistent with the values and vision of the Spacer's Choice family. While it is the duty of every member of our family to report seditious and unlawful behavior, it is important to express your report using appropriate company-approved language. Your description of violent outbursts and aggressive behavior from your colleagues is problematic. Furthermore, the office disapproves of your obvious exaggerations of any physical injuries sustained in your alleged altercation with your colleagues. Spacer's Choice is not liable or responsible for any injuries caused by Spacer's Choice property, including machinery or other co-workers. Your description of your colleagues' behavior portrays Spacer's Choice in an unflattering light and will be stricken from any official record. Do not discuss, describe or imply the content of your report to your co-workers. Es ist so beschissen hier. Du wurdest kaputt gemacht, aber weil du es schlecht gesagt hast und weil wir dann durch schlecht aussehen, lassen wir das nicht gelten. Das ist nicht passiert und wenn du doch behauptest, dass das passiert ist, dann werden wir dich verklagen. Das ist, ja... Das klingt schon sehr typisch nach. Ja. Genau, also die Pam ist leider tot. Ansonsten, ich meine, ansonsten hätten wir nicht das Loot-Menü da gehabt. Deft hands, Cap. Okay. Watch your hands, Captain. Be a bad time to lose them. Well, I guess any time be a bad time, but especially now. Was zur Hölle ist das? Wir speichern hier mal. To shreds, you say? I'll fix you right up. Okay, Boy bleibt liegen. Can't get past that armor. Ich muss ja sagen, ich finde das LMG viel besser, weil es macht genauso viel Schaden wie das Heavy MG. Und wir haben erstens nicht dafür so krass viel Geld ausgeben müssen. Zweitens, ja, hat es mehr Munition. Obwohl, das wird vermutlich auch eine höhere Schussfrequenz haben. Das heißt, eigentlich müssten wir relativ gleich viel Munition rausblasen. Here we go. Nice hit. Next one's mine.
Damn, you got some nimble fingers, Captain. Was haben wir da bekommen? Ah, nur so Köpfe. Was können wir hier noch lesen? Messages. New adventure. I run the SMC's Interdepartmental Systems and Servants game. We host participants from every part of the Spicer's Choice family, technical support, human resource, and even here in the manufactory. We just reached the stunning conclusion of our last campaign, and I've submitted the necessary paperwork to begin a new one soon. Interested? A few spaces for adventuring spaces are still available. Not sure what system and system is? Don't worry, we're beginner friendly and I'll be happy to walk you through character creation more. SNS is all about helping each other and having a good time after all. Systems and systems, also wie D&D. If you're not familiar with systems and systems, fret not, novice entry fees are minimal. Please note that I'm required by corporate to submit a detailed report of our adventures for moral hygiene auditing. Please also note that any subversive character concept will result in an immediate report. Sully, thank you for putting in the extra time to fix those terminals on top floors. Even though you're not the designated member of the technical support team, your work saved me a reprimand on my permanent record. In fact, your work was so impressive that I thought you might appreciate having a few more tasks on your desk. You must have noticed the adhesive note on your desk. These are backlogged repair tasks from the technical support team. I understand you've got your own work in the manufactory, but I think you'd benefit from the additional task. Wow. Hey, du hast so tolle Arbeit gemacht und zum Dank kriegst du noch mehr Arbeit. Weißt du, das ist der Grund, warum Leute dann auf Arbeit sagen so, okay, fickt euch, ich gebe nicht mehr mein Bestes, wenn ich für die Arbeit, die ich gut mache, als Belohnung mehr Arbeit bekomme, dann geht doch alle und fickt euch ins Knie. Kein Bock auf die Scheiße. Das wundert niemanden so wirklich, ne? Deswegen, also, weiß nicht, ich kenne halt super viele Leute, die halt wirklich sagen so, ich werde für 40 Stunden bezahlt, ihr kriegt 40 Stunden Arbeit. Ob in den 40 Stunden sehr, sehr viel gearbeitet wird oder sehr wenig gearbeitet wird, werden wir rausfinden. Hell of a job. Mhm. Was sind wir denn gerade? Wir sollten... Warte mal, warum ist das da unten? Haben wir da gerade wirklich was übersehen? Wir müssen da kurz mal nochmal reinrennen. So. Okay, warte, hier speichern. Und dann rennen wir da runter. Es kann auch einfach sein, dass es gerade auf den Ausgang zeigt. Das kann nicht. Das wäre natürlich bad. Das wird vermutlich sein, dass es einfach der Ausgang ist. Ja, das ist der Ausgang. Okay, dann nicht. Gut, dass ich oben gespeichert habe. So, dann Aufzug wieder hoch. Und die beiden denken sich so, ey, kannst dich mal entscheiden,
Hoch, runter, hoch, runter. Voll übel hier. What is it with the board and giant machines? There's something mystical about this thing. Almost holy. Is that weird? Kinda. Das Ding ist, das erinnert mich so ein bisschen an den finalen Raum in Fallout 3. All right. Now we can finally get that journal and get the heck out of here. Synthesizer maintenance log. Adjusted rotation speed on centrifuge AT3245 as per Dr. Ambrose's request. Hopefully that should yield a few more batches with each production cycle. Still a little short of quotas, but we're doing our best. Updated access code of this to the synthesizer production routine. Reported back to Dr. Ambrose. Dr. Ambrose recorded the access code in the journal as always. Dr. Ambrose has a habit of writing everything down. It's unnerving. I never know when I'm being audited. Okay, hier scheinbar nichts Sinnvolles. Oh. Aber seht ihr, wie schön es hier noch ist? Das ganze Chaos ist hier nicht angekommen. Gefühlt sind die Marauder hier nicht angekommen. Nicely done. Kurios, warum gibt es diesen Nebenweg? Making it look easy. Messages. Incoming messages. This is playing incoming messages. No, you've cleared your messages. Congratulations, an automated message has been sent to your supervisor notifying of your idleness. New task will be attached to you. Remember, all time remains meant to find. Outgoing. Sent to Goodfellow. I think you think you can hide from me, you little twerp. I know a serum that will make you feel as if you've lived 1,000 years in just 8 hours. How would you like to spend a night in waste processing?
schedule you sent me just must be a template for all the work of an intern because it's patently insane. We're nowhere near to hitting Lucian's proposed milestones. Branding's hopes and wishes won't magically change that, no matter what the corporate office says. My compound is months unviable, Lawrence. It kills people. If you'd like proof, you're welcome to try it yourself. I didn't show you where to stick it. Expect to see a revised schedule before the week is out. Kann es sein, dass sie ihm schon so ordentlich Kontra geben? Seeing the brand manager sniffing about Lawrence, I know your department is gearing up for a big announcement, and mine's the only project on its fucking asteroid. Send me your intended production and release schedule immediately. Lawrence is a waste of time. The last thing my team needs is a fleet of gadflies descending on a lap and asking stupid questions. We're months behind as it is. However, as Lucian demanded it, I would consider the program's requests if the following conditions are met. Lucian guarantees me the right to review and approve the recordings. The journalists are confined to Gorgon for the duration of the project. It could be years. Make sure they understand that. If they leak the details of our work to the press, I will put a hit out on them myself. I know people, Lawrence. The journalists bunk in shipping and receiving. We can't have them fraternizing with the project staff outside of their scheduled interviews. These people are our enemies and not our friends. No one will be coming down with an acute case of friendship on my watch. My team will not be held responsible for the inevitable delays this tomfoolery will cause. The only individual who will be working overtime on this is you. On 5. Sieht doch echt cool aus. Ja, die Maschine sieht super cool aus. Change your fucking name, Lawrence. I don't care if the inbred simpletons at headquarters were just having a laugh. Customers don't know what it means. Choose them from this list of acceptables. Sorbitol, Bandaton. Deleted messages. Receive from Goodfellow. Okay. Great timing. I was just sending Herbie over to your department with a preliminary production schedule with so much work. Ich glaube, wir haben das schon gelesen. Radio documentary participation. So, geh noch schlafen, so noch einen schönen Abend. Genau, danke dir auch. Schlaf gut, traum was Schönes. Und hab noch ein schönes Wochenende. Wir sprechen uns ja dann morgen vermutlich. Oder so. Nö. Ne. Frequency of test updates. It's been 3 weeks. Okay. Ja, das sind eigentlich alle Nachrichten, die wir schon mal gelesen haben. Nur halt auf der anderen Seite. Sent to low. Sent to other. Physicals. Okay, ich habe jetzt hier alles, ne? Admin functions. Okay. That's enough. Gorgon is mine. Go
will not pursue you. But if you stay, I will sick every last lawless fucking mercenary in Halcyon on you. It's your choice, Captain. Starting to hope I get to meet this jerk. Just so I can give him a good kick in the shins. I'm getting sick of chasing shadows. You can't shoot shadows. I feel ja. Jetzt wissen wir wenigstens aber, wofür dieses Side-Panel da drüben ist. The strike, panic, lockdown engaged, please shelter in place while the workers pacify. Special source apologize for any emotional disturbance or physical discomfort this treacherous employee action may have caused you. Executive councils will be on site during the next staffing cycle to help you work through any such grief or trauma you may be suffering. Echt schön hübsch da oben, ey. So, warte mal. Back aside by Mini Ambrose. Mhm. Mal schauen. Ich frage mich ein bisschen, was Pam gemacht hätte, wenn Pam überlebt hätte. Mhm. Das Ding ist, ich würde gerne noch hier hinkommen. Aber das Problem ist, da kommt man nicht hin. Vielen Dank für deinen Resub und schön, dass da alles 2 wie geht's. Jahre. Spüre die Macht des Gorgon. Feuer frei und möge die Macht mit euch allen sein. D. Here we go! You got him! Don't mess with us! So. Geknabbert. So, vielen Dank für den Resub, Herr Crafter. Nochmal, ne? Mit dem haben wir auch noch nicht fertig geredet, ne? Like I told you, Like I told you. Ich frage mich ja, ob wir
ob uns irgendwas fehlt für das richtige Aussehen. Bisschen kommt mir das ja so vor. Ich würde halt echt gerne wissen, wie ich da hinkomme. Das ist da oben. Und irgendwie habe ich bisher noch keinen Weg da hoch gefunden. Ja, bei mir ist es soweit auch alles gut. Abgesehen, wie gesagt, dass ich da nicht hochkomme und es mich echt stört. Ich würde dann nämlich gerne da hoch auf dieses Plateau. Aber ich weiß nicht wie. Here we go. Down they go. Get cover, Cap! So. Wunderbar, der ist versandfertig in der Box gelandet. Vermutlich können wir da nicht hoch. Oder? Oder hier? Hier waren wir anscheinend nicht. Like, seriously, war ich jetzt einfach nur die ganze Zeit zu dumm dafür, den Weg hier hochzufinden? Ich war einfach nur zu dumm, den Weg hier hochzufinden. I ain't think we're welcome here, Captain. I almost just want to huck a rock in there and see what happens. Nein, 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 nein. Nicht schlafen. Wir schlafen hier nicht. When does man become a marauder? People talk about them as if they've transformed, like they've mutated. I see it in the Aetherwave broadcasts, read it in the papers. But beneath their masks, they're only people. Dangerous people, with a terrible illness, but people still. When we call a man a marauder, have we given up on him? How do we know when he's become one? How can you decide to give up on someone? Have I given up on Harvey? Who does this suffering serve, I wonder? Spacer's choice? Gute Frage. We call them marauders, like they have some kind of group identity. They don't. The name was coined in Edgewater, I think. One of the towns first hit by the Adrenatime crisis. A lonely Spacer's Choice outpost on the edge of a barren sea. A prime place for the company to test a disastrous new product. When the town started fraying at the edges, hardly anyone else in the colony noticed. Just like Lucian planned. I read the reports. Every missing person. Every unexpected death. A town already teetering on the edge, and Adrenatime shoved it off a cliff.
Is this one of those research outposts we're looking for? Wow. Get a load of this view. Sure is. Alter, und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wie ich denn hier hinkomme. Ich habe ja versucht, sogar über diesen Schlauch da hochzulaufen. Ging nicht. Runtergefallen. So. Ja, und Dings von Cross, wie schnell kann man das Spiel denn so durchspielen, wenn man Speedrun macht? Okay. Okay, also die erste Folge. A comic from the cult classic Ace Exterminator series, tragically cancelled after... In the inaugural issue, newly minted hero Archibald Excelsior is dispatched to the cloud cities of Olympus to put down a plague of ravenous Mantiman, intent on taking the cities for their own. Manti Mastermind pits his second in command, renowned Spindle Knight Sisak Sassafras, against Excelsior in a hand-to-claw combat. Just when Excelsior appears to have bested his insectile foe with the help of his handy PT, his eye is caught by Isabella, fame fatale, Manti Mastermind's dancing queen. You can see. Well, our mustached hero survives his brush with a spindle knight and with love. So, genau, warte mal, wir haben doch hier Logs. Das haben sie natürlich nicht aneinander gepackt. Okay. Speak, Friend and Enter. Nerds überall. Überall Nerds. Kann das verschiedenen Enden, aber 10 bis 15 Minuten ist derzeit der Weltrekord. Was? 10 Minuten? Oh, das will ich noch gar nicht machen. Überall Nerds. Dave. Melon, ne? Maurice, I've made my peace with the chemical waste pit. It is where I belong, I think, with the refuse in a dregs. The surface is distant to me, as distant as the cold stars, as distant as you are and the rest of them. How do you fare, Maurice, upon your vaunted perch, when the shadow of the manufactory crown falls on you and your fine telescope? Do you think of me down here in the dark? To any of you? Isolation has borne fruit. Propane, butane, ethane, these wild gases visit me in my dreams. They shift and morph and compress and expand. Gas now, then liquid, then gas again. They've whispered to me the trick of their metamorphosis, and I've bottled it as they taught me. Come down from the window of the manufactory, Maurice, down to the ravine, and they will teach you their trick too. Let us last complete the package that I might finally ascend. All glory to the PT. Stars. Okay. Der Mensch scheint so ein bisschen durch zu sein. Mit dem ganzen Gas, das er geschnüffelt hat. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier alles gemacht. Wir müssen jetzt mal dieses Secret Hideout. Was? Pokémon Blau in unter 2 Minuten war witzig. Das ist so weird.
Enter true fan passphrase. Speak friend and enter passphrase accepted. One fan task awaits the fair traveler. You must complete a test to prove your bona fides, but worry not, it should be simple for a true fan of Archibald Excelsior. Begin true fan quiz. In issue 1, The Plague of the Mantimen, what was the name of the Manti mastermind second command whom Archibald defeated in hand-to-claw combat? Sisak Sassafras. Correct. In number 2, Attack of the Crystal Canids, what improvised weapon did our illustrious leader Archibald Excelsior use to examine the King Alpha? The skull of King Alpha's own mother. Correct. In issue number 3, Invasion of the Flesh-Eating Sprats, Agent Buff Hartman foiled Archibald's heroic plan to liberate the underground metropolis of Hephaestus from the Sprat Pack by doing what? Tricking Archibald with a dastardly mind control ray. Correct. In issue number 4, the Colossus beneath Tartarus. How did Archibald ignite his signature weapon, the PT, and put the titular giant down for good? Das weiß ich tatsächlich nicht. With the muzzle flash from his pistol, the vermin? Incorrect. With his last space's Corona cigarette? Oh. With a bolt of lightning from above? Passengers on board enter as a brother or sister birdie. Well, you are now certified genuine super science sidekick. Congratulations. Okay. This must have been where those researchers had their hideout. You think we can get inside? Well, we are inside, Pavati. Just come in. There shouldn't be any more traps. Probably. Oh, ich habe da was entdeckt. Und zwar PT. Das ist das Ding, das man in der auf dem Key Art von dem Spiel findet. Okay, so, Inventory. Dann lass uns mal checken. PT, Manufacturer Unknown. This lovingly handcrafted replica energy axe bears a striking resemblance to the pest extermination tool wielded by pulp legend Excelsior, Archibald Excelsior. With his famed PT in hand, the inimitable Excelsior exterminated a plague of Vantaman, a horde of crystal canids, a pack of supervillainous singing sprats, and a molten giant the size of a mountain, all while nursing a broken heart. Only a true fan could have crafted such an improbable weapon. Okay. Coolio. Jetzt müssen wir nur noch irgendwen finden, den wir damit hauen können. So, warte mal. Oh, da müssen wir. Das heißt, wir rennen jetzt hier runter. Das macht schöne Geräusche. Das Ding ist, es wird zu schwach sein, weil wir nicht Science Weapons upgraded haben. Und da wir nicht nochmal ein Level Up bekommen können. Ja. Ist nix.
them! So, jetzt hier links. By the way, wir müssen jetzt natürlich mal Schnellreise machen, weil eigentlich können wir nicht so viel Zeit verschwenden, indem wir nochmal hier rumrennen und alles umbringen, was uns über den Weg läuft. Dummerweise sind wir auch schon bei dem Max-Level, deswegen ist es so ein bisschen witzlos. We are receiving an incoming signal, Captain. Captain, I see you've made some headway on Gorgon. Mother's old work terminal just lit up with a bunch of new protocols. Very exciting. What about Mother's journal? Any progress there? I think it's time to tell me the truth, Minnie. Are you accusing me of deception? Captain, I would never. Can you hear me, Captain? I'm getting some interference on my end. Captain. Captain! Hello again, little weasel. I must admit, you've surprised me. I threw nearly everything I had at you. And you overcame it all. Ha, wusste ich doch. So you're the one who put the Gorgon facility on lockdown? Well spotted, Captain. We've both played our roles well, but it seems you've got the edge. I may have gravely underestimated you. You were smart to hire her, Wilhelmina. Well done. Mother! You're alive! And still on Gorgon? This is so you, Mother. Inserting yourself where you aren't needed and at the worst possible time. Am I disrupting your vanity project? You empty-headed little twit! Lass ich einfach mal reden. Have you come back just to ruin everything again, Mother? At least this time I have the power to stop you. Captain, this is a distraction. Let's set our differences aside and focus on what matters. Adrena time must never be revived. This was never about the family name, Minnie. You want to revive Adrena time? I may not have told you all of the facts, but I'm going to lay out everything I know. You can decide for yourself what to do with it. By now, you realize that Project Gorgon was devoted to a single drug, Adrena time. A drug that hit the market in spite of calamitous side effects. Go on. The project was a colossal failure, but you and I are going to revive it from the ashes. But why would I? Yes, let's make more of a drug that turns people into deranged killers. Great plan. Adrena time was a lie. Our drug will fulfill its broken promise for workers and employers across the colony. Mother wasn't equal to the task. Thankfully for us both, I'm not my mother. After everything I've seen, absolutely not. What you've seen is the result of Mother's leadership. I have no intention of repeating her mistakes. Mother's journal contains the activation codes for the Adrena time synthesizer, the key to a new Project Gorgon. We're going to start again, and this time with everything Project Gorgon didn't have. Better R&D, better scientists, clear goals, more funding, and a timeline that makes sense. And who's going to provide it? Who else? Spacer's choice. After I showed them the error of their ways, the corporation couldn't wait to restart the project.
If I can improve the chemistry, I can fix Adrenatime. We can put this colony back on track together. Olivia, what's your story? Finally, a sensible question. I am the head of Project Gorgon, its grand mastermind. I created Adrenatime because I believed, arrogantly, foolishly, that I could uplift the common man through chemistry. I failed. Now, my daughter wants to take up my mantle. Do you think she can? Don't be absurd. Minnie is a bright enough girl, but she's weak, flighty. She'd abandon the project at the first minor setback. My work has already destroyed countless lives. We can't let her do so again out of pride and sentiment. What about my life, Mother? The Ambrose name has no dignity anymore. I can't even show my face around Byzantium without being the gossip of the town. Vi lassen ihn mal reden. Every day, workers slump over from exhaustion. The gears of industry swallow them whole, and no one is coming to help. Adrenatime is the break we can't fit into the schedule. The office with a window we can't afford to build. It's the best this rotten colony can do for people. Lass uns einfach weiter reden. Don't let those bloodless leeches at Spacer's Choice walk you down this perilous path, Wilhelmina. You haven't the fortitude to endure it. As usual, Mother projects her failures onto me. If she had let me get involved from the start, we might have avoided this calamity altogether. Do you even understand the challenges you face? Enlighten me. You've seen Gorgon up close. So tell me, what exactly is so insurmountable that we shouldn't even try? The chemist tried to ruin the perfect formula for years and it drove them mad. Precisely. Compound X gets into everything. Air, water, food. Over time, you and everyone you work with will suffer its effects. You will watch the people you love become monsters. Progress demands sacrifice. We are in the middle of a crisis that will tear this colony apart. And you two are splitting hairs. If I can save the colony and redeem the Ambrose family name, I owe it to myself to try. Mother be damned. Maybe I should just kill both of you and be done with this. You want to save the colony from its drug problem with more drugs. Social engineering takes generations, and we don't have the luxury of time. We need to mainline progress into Halcyon's bloodstream. You've seen more of this colony than the average grunt. You know as well as I do that this is a question of survival. Adrenatime's just similar. What good do you think it can do? With Adrenatime, we can increase worker productivity orders of magnitude above ordinary stems and risk none of the harmful side effects. If it would work. Imagine if we flooded the market with drugs that actually helped people. We could influence the very business model of Spacer's Choice. Halcyon's problem is cruelty, not productivity. We won't be exploiting workers any longer. We'll be celebrating them, giving them everything they need to succeed. No, this is madness. The project, the complex, it has to be destroyed, razed to the ground. It's the only way. Gorgon was after everything I saw in Gorgon, I agree. Gorgon is a cautionary tale. We agree on that much.
But if we go into this with open eyes, then history doesn't have to repeat itself. I need that facility online, but I can't do it while Mother's still a problem. By now, she'll have shut down the Gorgon reactor. Deal with her however it suits you, and get that facility back up and running. Don't do this, Wilhelmina. Minnie, don't make this choice. Adrena Time is our future. It's bigger than money, bigger than family. It's the colony's best hope. This could get ugly. You're willing to take that chance. If Mother tries to get in your way, you have my permission to defend yourself. No matter the cost. This is absurd. You must end this madness, Captain. Ich glaube, alles, was auf Gorgon zu sehen war, war so ein Nein. Das wollen wir nicht unterstützen. Ey. Gorgon has to be put down, Minnie. For good. I'm glad you see things clearly. Here's what you must do. Return to my family's manor, Captain. Use the executive override code in my journal to activate the NDA protocol for my terminal. It will destroy the Gorgon drug synthesizer and put an end to Adrena Time for good. Minnie would never allow that. My daughter's gotten her hooks into you. I understand. She's always had a knack for manipulating people. But I know you're more than her foolish little puppet. You've survived this long. You have to be more. She will try to force you to fight her. You don't have to. In fact, I would ask you not to. Whatever mistakes she might make, she is still my daughter. Captain, in light of recent events, I'm putting the manor under lockdown. Until Mother is dealt with, anyone who lands here is presumed hostile. Finish the job. I know you won't disappoint me. I'll be in touch. Okay, wir haben's, also vermutlich geht es auch nicht, aber wir haben jetzt im Gespräch nicht Minnie davon überzeugen können, das zu lassen. Ich frage mich ja, ob es gegangen wäre. Und ja. Warte mal, ich will mal kurz hier diesen Autosave laden. Ich will wissen, ob das vor dem Gespräch ist oder nach dem Gespräch. Ich würde gerne ein Safe Game haben davon, aber ne. Das ist schon da. Dann machen wir noch das hier. Ah ja. Ich hatte es ja am Anfang vom Stream gecallt, dass es die Mutter sein wird. So. Ja. Genau, hier einmal Save. Download. Also ich meine, wir können ja mal probieren, ob wir sie überredet bekommen. We are receiving an... Das haben wir alles schon gemacht. He told me she was dead. I thought she was. Whoever thought a lone scientist could survive for 5 years on Gorgon? This is so you. Am I? You two don't seem happy to see each other. Why am I missing something? Mother is going to fill your head with lies about, have you come back just to ruin every... Captain, this is a distract... You're damn right you can't. Adrena Time create marauders. Adrena Time didn't create marauders. Mismanagement did.
Oh, By sorry. now, you realize that Project Gorgon was devoted to a single drug, adrenatime. A drug that hit the market in spite of calamitous side effects. And in spite of its deranged, irresponsible researchers. Quite right. There's no end to the harm of... The project was a colossal failure. But you and... Is everything I've seen? Absolutely not. What you've seen is the... Mother's journal contains... We're going... Who's going to provide it? Who... If I... Olivia, what's your story? Do you think she can? Don't be absurd. My... What? You can't put your reputation ahead of the colony safety. You'd be better than this. My reputation is a weapon. One that I can wield against those who... Every day workers slump over. Adrenatime... Drugs are the best you can do. It's a bandage, not a cure. Halcyon is wounded, and I will do everything in my power to stop the bleeding. Don't let those blood... As... What would you have done that she didn't? I'd have trusted my team rather than sabotage their efforts. And I wouldn't have stolen their glory when they were on the verge of success. You don't know what you're talking about. I did everything to support my team. It was Spacer's Choice who betrayed them. But you're nothing more than an empty-headed little social climber. Of course you can't understand. You see what I mean? Mother is afraid of being outdone by her empty-headed daughter, and she'll do anything to stop me. If I can save the colony and redeem... Can't you two sort out your differences and work together? We already had our chance. Mother chose to bury the project. In rehabilitating Adrenatime, she would poison Halcyon. I need that facility online, but I can't do it while Mother's still a problem. Deal with her how... Don't do that. Adrena... Sinja, bist wieder da. Ich hoffe, dir geht's ein bisschen besser. What would you have me do instead? Olivia. Return to my family's... You... Do whatever it takes. One last... She will try to... She... Captain. Finish... Wink and make a finger gun screen. Get ready to be surprised. Okay. So, das heißt... Wir fliegen nach Dings. Was? Warum? Achso. Auf nach Gorgon. Nee, nicht nach Gorgon, sondern nach... Wo war das denn? Bis... Cancel. Ambrose Manor. Das war das. Ich habe Missionen und das überfordert mich gerade. Also Decke drauf, Lichterkette an, noch ein bisschen Stream. Das hört sich gut an. Du siehst jetzt das Ende. Und tatsächlich habe herausgefunden, wer der Big Bad Bösewicht ist. Und es ist, wie ich es gecallt hatte. Oh, warte mal, wir müssen. Warte mal, wir bringen noch kurz Kelly zu Groundbreaker. Ich glaube, wir wollen. Your ship's real nice. I do hope the name's ironic, though. Is something leaking, or does it always smell like this? Not that Warte. Es war die Mutter. Natürlich war es die Mutter. Docking Base, so. Destination reached. The Groundbreaker. So. Okay. Haben wir doch mal kurz die Kelly hier rausgebracht. Archibald Excelsior.
Plague of Mantaman, Attack of the Crystal Canites, Invasion of Man-Eating Sprats und Colossus Beneath Torches. Witzig, zum ersten Mal haben wir jetzt diesen Screen bekommen. Ich hätte erwartet, dass man hier die Curly irgendwo sieht. Aber scheinbar nicht. Okay. Dann halt nicht. Die Olle, ey, die musste nie. Ist das jetzt Projection? Redest du da einfach gerade über deine eigene Mutter? Das wäre ja unfurchtbar. So. We've arrived at Ambrose Manor. Ambrose Manor. I'll lock up behind you. Du dann. Dann gehen wir mal hier rein hier. Meine Projektion. Nee. Meine Mutter ist auch okay. Möchtest du über etwas reden? Ja, über dieses Spiel. Vermutlich. Ein bisschen mehr. Error. Weapon jammed. Intruder. Please unholster your weapon and self-terminate. Okay. Pff. Nee, wir können doch den Butler nicht erschießen. Da haben wir ziemlich schöne Dinge. Schöne Dinge. Auf der Welt gibt es gerade ganz viele Leute, die sich umarmen, die sich küssen. Ich finde schön, dass sie diese rote Beleuchtung gemacht haben, um klarzumachen, dass jetzt um Kampf geht. System. Opening fire! Nice hit! That's the last of them. Processing data. Beginning security. Boy, take you! Ja, das kann doch nix. Nice one! Here goes nothing. Während Corona, diese Luder. Tja. Und dann gibt es noch ganz viele Leute, die Tiere umarmen. Auch während Corona. Janitor. Hey du. Lülülülülo. Here they come! Don't mess with us! Great work. Oh, no. Save game. Minnie, where are you now? I think I've come to kill you. Well. Great work.
Doctor's orders. Bracelet. Ring. Dear Wilhelmina, I hope this letter finds you well. No, it's too stilted. It sounds like I'm writing to request a loan. Dearest Wilhelmina, I regret to tell you... Law, no, that's worse. When have I ever called her dearest? She's my daughter. This should be easy. How can a mother not know how to talk to her own daughter? My love, I can no longer... For your safety, I must... Oh, hell. Even if she despises me for what I had to do, I should still be able to say goodbye. Minnie, I have to leave, and I don't intend to come back. I love you. I'm so sorry. Guck, das macht jetzt die Mutter irgendwie sehr viel sympathischer. So, hier ist dieser Aufzug. Wow, you got that? Hüt. Das All da draußen sieht schön aus. Ja, sieht es. Also ich finde insgesamt das Spiel ist halt super hübsch gebaut. Das ist richtig cool. Ain't nothing good ever come out of a place like this, Captain. Gives me the heebie-jeebies. Damn. Someone really didn't want this place found. Was? Da war ich ja innerhalb von einer halben Sekunde kaputt, ey. Was los? Was war denn das? So, mal ein bisschen parieren. So. So. Covering you. Ja, komm. Hau doch mal das schnell wieder rein. To shreds, you say? Got him. That's the last of them. So. Schon so eher härtere Kämpfe hier. Great work. Alle Spritzen mitnehmen.
So hacking skill too low. Well, I would say no, because I can do this. Und dann hacke Schreibmaschine und Dings offen. Logs, error security breach detected, test subject enclosures have been as part of emergency contingency, blah, please refer to your maintenance alert, turret cleaning is currently error, invalid days. Ah, cool. Ich hätte hier das vermutlich kaputt hacken können. Und hätte das nicht kaputt machen müssen. Naja. So ist das jetzt halt. Statt dass wir hier alles mit dem Köpfchen gemacht haben, haben wir alles einfach nur mit Munition gemacht. By the way, wir haben vorhin eine neue Waffe bekommen. Nicht die hier. Nicht die hier. Nicht die hier. Auch nicht die hier. Das hier auch nicht. Doctor's Orders. Mhm. Sieht echt spannend aus. Prototype Light Pistol. Ich wünschte ja, die hätten nicht so scheiß Werte. Alle so scheiß. DPS Damage per Second. Das heißt, es wird grob ausgerechnet, wie viel Schaden du pro Sekunde da machen kannst. Natürlich musst du damit musst du auch alle Hits treffen. Das Ding ist ja, weiß nicht, wir haben ziemlich wenig Weapons vorher auch. Und kämpfen oft genug auf relativ nah. Genau, ihr kämpft doch mal. No! Protect her! Was war das denn? So. Haben wir jetzt mal alles hier gefunden, oder? Workbench, sehr schön. Kann man alles reparieren. Dankeschön. Ich mag deinen relativ. Also für Arma wäre das etwas zu nah. Pff, ja. Ach du, das kann man nicht mit Arma vergleichen. Making it look easy. Das ist komplett Unsinn, das damit zu vergleichen. Mit Arma. Viel zu nah. From the most recent messages. Miss Ambrose, these projections are indeed encouraging. Unfortunately, without your mother's access code, we're going to have a piece of a time warming up the Adrena time synthesizer. What about Olivia's journal? I seem to recall her scribbling everything down. Or at least everything she did in murmur into that voice recorder of hers. I recommend hiring a freelancer to search our office in the synthesis and manufacturing center. Someone capable but disposable. Once we have the journal, Space's Choice will see to it that you're properly compensated. Don't contact us again, we'll contact you. Mr. Bancroft, my name is Wilhelmina Ambrose. Prior to her death, you were in business with my mother, Dr. Olivia Ambrose. Mother was wrong to shut down R&D for Adrena Time, and Space's Choice was wrong to listen to her. I'm sending some financial projections and chemical plans I've drafted over the years. You want to read them closely. The potential for a new Adrena Time formula and one that works is unlimited. I'll wait your reply. Okay.
Das ist aber gerade, macht das Spaß. Willst du hier Äpfel mit Birnen vergleichen? Das ist doch Unsinn. Unsinn, sage ich dir. Didn't I warn you not to set foot in here until the job was done? You should have listened to my advice. Let's talk about this, Manny. There's nothing to discuss. I can fix Adrena time without you, and certainly without Mother. You wasted your time coming here, and worse, you wasted mine. But I won't let anything stand in the way of progress. You must listen by Fallobst. Beides ist Fallobst? MGs? Nein, wir sind nicht Mini. Das ist Mini. Und wir sind nur wir sind der Main Character. Cheers, by the way. Ja, der Bösewicht ist unsere Mutter. Ist die Mutter. Nein, nicht unsere Mutter. Die Mutter, sorry. Ich weiß nicht, ob ich vorhin unsere Mutter aus Versehen gesagt habe, aber es ist die Mutter. What if you and your mother join forces to cure the Marauders? You surprise me, Captain. Once we fix the chemistry of Adrena time, the Marauder problem will simply take care of itself. But a lot of folks are gonna suffer in the meantime. And you don't even know if it'll work. Yeah, fight horrific science with horrific science. That's always worked out in the past. The days of the old Adrena time are numbered, and Marauders are bound for extinction. The Marauders don't get fixed, they just rampage across the colony. Insane people addicted to drugs are Mother's problem. Am I to be held accountable for her mess? It ain't about who's accountable. Those people are hurting, and they're hurting others. You could help them. Besides, Mother is determined to ruin everything she touches. First Adrena time, then our family, and now my ambition. Why not give her a chance? She's been involved with Adrena time from the start. She never gave me a chance. Forbade it. I see no reason why she deserves a second one. And what about you, ma'am? Don't you deserve a chance to fix your troubles with her? Don't you both deserve that? She sure as hell doesn't. But you can still give her one. That choice is on you now. Mother never let me anywhere near R&D. I was always her incompetent little brat. Olivia kept you away from Gorgon because she knew Adrena time was dangerous. And how would you know a thing like that? I read the terminal. She was trying to protect you. Protect me from what? A promising career? My own hopes and dreams? If Mother had let me get involved, Gorgon might have been a success. But she never believed in me. Not once. Painting was in her office. She believed in your talent. She still does. She kept my painting? After all these years? Why? She watched you grow as an artist, not a chemist or entrepreneur. She never mentioned it. Not once. Well, you don't two actually have the healthiest relationship. Gorgon tore you apart. Now Gorgon should bring you back together. Perhaps you're right. Yes, I was so eager to make Adrena time my legacy, to give it a second chance. But maybe it's my family that deserves a second chance. Yes. God, I can't believe I'm saying this, but if you see Mother, tell her I'm willing to work something out. She can even come over for tea. Or something stronger. It's awful big of you, being willing to mend fences after what all happened.
I'm sure you won't mind if I remain here. Just to guarantee that you keep your side of the bargain. You're fully paranoid, but that's what I like about you. If you're trying to charm me, this is neither the time nor the place. It's funny, Captain. I hired you to break the family curse. And it would appear you've succeeded. Just not the way I intended. Welcome. Now go, before I change my mind. Okay. So let's not kill people, I guess. Which is good. Sprich einmal. Das umdrehen, ja. Das war schon seltsam, dass ich es schon zweimal gemacht habe. Hallo. Dude. Ich frage mich, ob es gleich Haue dafür gibt, dass ich hier reingekommen bin. Nicely done. Ja, hallo. Ah, okay. Exit. Sehr gut. What are you doing? I'm warning you, Captain. Okay. Ja. So. Kein Morden? Nee, kein Morden. I'm one of the good guys, you know? Great work. Groundkeeper's Journal, Volume 2, Week 1. How long it's been since I asked old Mayberry to tidy up the planters or rake the garden? Mrs. Ollie hasn't shouted for me in ages, and I can't think of the last time Mr. Harvey came around to marvel at his fish. Where's everyone? Week 2. I've eaten so many beans and I don't tolerate them in the best of times, but I dare not go into the mansion in search for food. Think of the dust that cascade off my unworthy shoulders and onto the fine tile. Can't go inside, won't go inside. I don't belong, I'm not of the family. Week 5. Out of beans, but I won't trespass even if the house is empty. I'm not of the family. The Automacs know, they watch my every move. The cave is where I belong. Year 2. Time's a lie, there's no telling how long I've been here. Munching on leaves and burying my excrement in the yard. No one's coming for old Mayberry. Loyal Mayberry, faithful Mayberry. Oh, shit, wo ist der? Irgendwo liegt er bestimmt doch jetzt, oder? Achso, ja. Hier ist das Volume 1. Bringing canned responses. How clumsy of this unit. These things have an old calamity. Okay. Naja, ist halt. Ich glaube, dass wir halt das Bild da gefunden haben, das hat halt auch schon viel gemacht, weil sie war ja immer im Glauben, ihre Mutter hasst sie oder findet sie zu dumm, dass sie irgendwas schaffen kann, und deswegen glaube ich, war das halt schon so ein krasses Ding, dass dann sie rausfindet, dass ihre Mutter sie vielleicht gar nicht hasst und vielleicht einfach nur sie sich gegenseitig beide hart missverstanden haben, was ihre Intentionen und so füreinander waren. Ja. Also ich meine, ich würde ja auch aufhören, versuchen, meinen Vater oder meine Mutter umzubringen, wenn ich plötzlich rall, so dass ich vielleicht sie falsch verstanden habe.
Maybe? Du weißt doch, Fehler eingestehen. Achso, das ist ja der Escalator Quick, ja. Fehler eingestehen ist doch Größe. Das ist wahre Größe. Ich finde es schade, dass die Waffen so schlecht leveln. Also, wir finden ja ständig Waffen, aber wir finden sie irgendwie gefühlt immer auf demselben Level und nicht nach dem Level, wo wir sie finden. Also bei Gorgon hätte ich jetzt erwartet, dass wir alles irgendwie auf dem höchsten Level finden und nicht, dass ich sie hochstufen muss, weil dadurch sind sie halt super teuer. I keep my promises, Captain. Do you know the funny thing about mercenaries? They exist in a nearly infinite supply. Even out-of-work tossball players. Die schon wieder. Do enjoy my latest delivery. Ich hab die... Oh, hey, those guys are a riot. Bring it on, champions. Ich meine, wir haben die doch schon umgebracht. Ah, egal. Dann bringen wir sie halt nochmal um. Hey, ihr... Here goes nothing. No. Can't get past that armor. Nein. Verdammt. Das Dumme ist jetzt, die Mutter denkt jetzt so, wir wollen sie umbringen. Dabei kommen wir mit einem Friedensangebot. Warum haben wir nichts gesagt? Das ist total seltsam. Das ist jetzt ein bisschen weird. Da hätte ich mir jetzt was Besseres gewünscht. I keep my promises, Captain. Do you know the funny thing? Down they go! Can't get past that armor! You got it, Captain! Okay, eventuell müssen wir hier doch mal die Rüstung anziehen. Und vielleicht sollten wir uns auch nicht in die Lippe stechen. Ich habe gehört, das soll total praktisch sein. Hier, das ist der Helm, den wir brauchen. Und Parvati kriegt den schicken Helm. Diese Rüstung. I see it now! Genau, knock mal die hier wieder aus, Dankeschön. Nein, wurde noch mal getroffen. Leider nicht rechtzeitig gedodged. Na, come on. Diese letzten Kämpfe.
müssen diesen Tosser finden. I see it now! Ah! Can't get past that armor! Ah! Can't get past that armor! So, hier, Melee-Fuzzi, ausnocken, Dankeschön. Ich dachte, ich hätte Teil umgebracht. Was kann da los? It's not the best choice. Rosemary, hey, sorry to bother you, but I lost my ID. Don't know why it happened. I have a very strict system for organizing. You've seen 5 around. Pam's old battery is having trouble holding a charge. Hot normal spares. Keep disappearing. I'll probably swipe it and put it in the facility office like a trophy. Since your desk is in the lobby isn't too far from the facility, I was hoping you might have spotted it on his way. If you do tell him Mike Lou has 3 packs of Spaces Corona to trade for the industrial strength firepower that disappeared last week, I'd appreciate it. Mann. So. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir schon mal hier waren. So, egal. Wir ziehen jetzt aber erstmal wieder unsere schicke Sachen an. Bitte was? Bitte was? So. Ja, wird das stylisch aussehen. Sure we can't take a detour so I can fix that elevator? Ich bin mal gespannt, ob die Mutter sich auch überreden lässt. Ich hoffe es. So, und ich finde es immer noch ein bisschen witzig, dass man hier überall Dinge verkaufen kann. So. Gut. Ja, ne? Servus Mayu. Willkommen zurück. Wie war's denn bei dir noch so? Messages from Hennessy. Welcome to floor 3. Hi there, not sure what you did get sent here, but I'm so sorry. The good news is that everyone here is in the same ship, so don't feel too ashamed. And hey, it could be worse. It looks like you're one of the lucky ones. Lots of new arrivals don't even get a functioning terminal, and if they do, it's get modified to hibernate at regular intervals, so save power. You'll quickly find that we're last in line for everything down here,
But don't worry, if we stick together and look out for each other, I'm sure we can turn this department around in no time. Know what the toilet is? I ate too many fish sticks, Larry. Oh, der eine schreibt so eine nette Nachricht dann so, du musst kacken, wo? Ist doch voll gut, ne? Das sind die Nachrichten, die du als erstes so bekommen wirst. Kein Spiel immer nice. Ja, da habe ich wohl, ups. Jetzt sind die immer noch da. Ach. Es ist auf Humble. Ihr könnt's dort finden. Der Stream ist bald vorbei, deswegen ändere ich jetzt den Beiling nicht nochmal. Außerdem, Banners of Ruin ist voll super. Covering you! Ups. Nachladen. Wow. It did work. Here's a right cozy spot for a desk. Nice work. Please, Kevin, please stop taking out your frustration on the filing cabinets. I know technical support gives you a hard time about the vending machines, but I would much rather have all our vending machines smashed to bits than come in every morning to see another pile of files scattered across the floor. Honest to law, what has gotten into this office? You're the third person to show unprofessional violence in the workplace in as many days. Is there something in the Saltuna? Listen, Kevin, if the work is testing your composure, then I encourage you to look inside yourself and find the source. Work fortifies the spirit. Maybe you're not giving your work the attention it deserves. Thanks. Hi Minoru, thanks for explaining your filing system to me earlier. I think that gave me a better understanding of where to find the information I need. However, I'm still not entirely sure I understand it. So use the first letter of the file name. Find the Space's Choice player. Find the Space's chosen player who has a surname starting with a letter. Then organize the file based on the year in which that player was drafted. I appreciate how hard you've worked on to implement the system, but wouldn't it be more straightforward to just organize it alphabetically? Wie troll ist das denn? Ja, Fancy Glass habe ich schon einmal leer bekommen. Ich habe aber noch Nachschub. Das ist voll gut. So. Yeah, good job. Good job, me. Cool, you Thrust's friend. Hey, new guy, here's the honest truth. When you get here, you're stuck here. Doesn't matter how hard we work or how well we perform, and there's a reason for that. One day, I had to take something up to HR, and they accidentally called me a quota employee. Thought it was a little suspicious, so I forked over a few bits to the maintenance guys to look into it. Turns out it means exactly that. We're part of a quota. See, Space's Choice has certainly requirements that a project has to meet in order to receive the top tier of funding, including a minimum number of employees at each location. So they tossed some desks right above the boiler room, made a PAM unit our direct supervisor, and here we are. At first I was mad about it, but like I'm sure you are. But then I realized that I could benefit from my situation. Nothing's expected of us, so we can just drift along like a ship that's killed its engines. So when you show up and push things to full burnout all the time, it really throws off the equilibrium. Know what I mean? Tone down the enthusiasm is all I'm saying. At least 3 notches. Signed, Anne. Anne,
I sincerely appreciate the advice and I do understand your concerns. However, I cannot resign myself to such an apathic course of action. Fällt euch übrigens auf, die Anne Hobbs könnte ein Test-Subject geworden sein, weil vorher hatten wir ein Test-Subject, das hieß Hobbs. Aha, Mayu, soll ich eigentlich froh sein, dass ich das Glas schon leer getrunken habe, weil es jetzt ein Good Job ist? Und dass ansonsten hätte ich einen Bad Job bekommen? Ich weiß, der war furchtbar. Und ich hoffe, du bist nur alt genug dafür, dass ich diesen Witz machen kann, ohne dass es super awkward wird. So, I do not know your employment history, but as for myself, I was quite good at my job. Exemplary even. I may have suffered a setback, but I'm unwilling to accept that this reassignment is some kind of fatal wound from which my career cannot recover. If we turn this department around and show management that we are valuable members of the Spacer's Choice family, surely they won't let us waste away in this basement. We just have to push ourselves harder, so please, with all due respect, do not try to discourage me. Thank you. Okay. Ja, ich glaube, Hobbs ist tatsächlich im Dings gelandet. Oh, warte mal, da lebt einer. Der lebt nicht mehr. Ein Shit mitnehmen. Here we go. Everybody okay? Great. Der Tosser ist echt super nervig. Weil der macht ziemlich viel von diesem dummen Schaden. Aggressivschaden auch noch. And it is the worst. Wenn man den Deutsch-Tag sieht aber dann gute englische Aussprache kommt. Ja, servus Gaming Malik. Gaming Mike, sorry. Da habe ich ein L zu viel gelesen. Ja, ich spreche seit, keine Ahnung, Ewigkeiten Englisch. Hier. Gentle? How am I supposed to be gentle when I can't get my 2-hour energy brew? It's not right. It's criminal. I haven't had my brew in weeks. I've been reduced to borrowing Adrena time from the cam lab just to keep me going through my shift. Fix your vending machine or I'm coming back with a tossball stick. Ja. Gewalt. Überall Gewalt. From Anne to keine Ahnung wem. I agree completely. Who are they to tell you what to do with your tossball sticks? What are you supposed to do? Just let them sit around not hitting things? That's not what they're made for. They're made for tossball, damn it. And without tossball, what are we? Animals, Kevin. That's what. So all that said, that means you're in on the batting pool this season, right? I know it hasn't worked out the last 3 times, but I've got a good feeling on this one. Trust me. Just make sure you have my feel ready. Alright? Oh je. Pass auf, was die wieder gewettet haben. Also irgendwas sagt mir nicht, dass... Also irgendwas sagt mir, dass sie nicht auf Tossball gewettet haben, sondern eher so auf die Versuchskaninchen bei dem Experiment. So, hier ist so noch was. Mehr Loot. Ich bin erstmal auf. Bis zum nächsten Mal. Dann schlaf du gut ran. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ach komm, wir brauchen eh kein XP mehr. Pass auf Files, Quarterly Goals. Gaming Mike, wie war denn bisher so deine Woche? Ich hoffe doch sehr gut. Also to be promoted to a more optimal position, I need to focus on increasing my output in every measurable performance statistic. If I'm objectively performing at a higher level, management can't ignore my requests. As such, I've created this document in order to track my performance, so I know what areas to focus on. Work fortifies the spirit, so this is an opportunity to stand out. I'll target 250% of the department average? What the fuck? But the filing system will make it difficult to go too quickly here. Still, with my overtime, I should be able to process fast 125% faster than the departmental average. Okay. Have requested experimental batches of Adrena time from ChemLab. Fewer sleeping hours means more time working. More time working leads to better performance. Better performance leads to fulfillment. I will be a valuable member of the Spacer's Choice family. I will belong. Ja, die sind so ein bisschen Art Kuckuck, aber ja. Repeat daily. You are a hard worker. You are a valuable member of the Spacer's Choice family. You are not your anger. You are not losing your mind. Your place in the world is fixed. Work fortifies the spirit.
Ja, also... Irgendwas sagt mir, dass der Boy ein paar Probleme hatte. Aber was will man auch sagen, ne, die haben alle Adrenatime genommen. Adrenatime war diese Droge, die einen von normalem Menschen zu Marode macht. Ja, nicht so gut. Thomas, please be advised that all members of the Spacer's Choice family are expected to hold to high moral and personal standards, including but not limited to temperance, the ability to hold one's temper in or drink, semantic hygiene, the ability to express oneself using appropriate company-approved language, and pride, a sense of contentment derived from understanding and accepting one's designated role in the workplace. Please be advised that your recent letter has violated the aforementioned standards. Your recent behavior, described by other co-workers as erratic, oddly violent, has been corroborated in the tone of your recent letter. Please report to security for re-education at the end of your shift. Na, dankeschön. Pam as a mechanical is not programmed to write performance reviews, provide letters of recommendations, or offer professional guidance. We've been over this and over this and frankly, der Satz ergibt keinen Sinn. We've been over and over this. Nein, we've been over this. Das kann nicht. Aber vielleicht ist es einfach die Übertreibung. And frankly, I'm having trouble controlling my patience. I have a sensation of walls closing in on me, and I would very much appreciate a transfer. I have months' worth of documentation tracking my progress and a detailed analysis of my impact on the department. If you could please just forward it to a non-mechanical manager, I'm sure my transfer will be approved. Please, I would very much appreciate it. Ja, der Mensch wurde hier runtergeschickt in den Keller of Doom. Und er hatte keinen Bock auf den Keller of Doom, weil er will Karriere machen. Natürlich. Reminds me of Sanjar's office, before he hired Celia anyway. Oh. They make it look so easy. So. Es ist voll schade, dass es ein Höchstlevel mit bei 33 gibt. Vor allem 33, was ist das für ein Level, ey? Das ist doch total dumm. 33. So, speichern. Ich speichere hier nochmal aus einen festen Save-Game, weil vermutlich kommt jetzt gleich das Gespräch mit der Mutter. Und nicht, dass ich mich verklicke oder so. Und dann, da steht dann so, ja, musst sie jetzt umbringen. Das fände ich ein wenig unpraktisch. Könnt ihr mal bitte, Dankeschön. So, haben wir jetzt alles gekillt, was da so läuft? Ich glaube ja. Wir sehen auch keine roten Marker mehr, das heißt potenziell haben wir es jetzt tatsächlich komplett geschafft. Und das wäre ja das Ende von diesem DLC. Ich bin fast ein bisschen traurig und das sieht so ein bisschen aus, als hätte er einen nackten Arsch und Streifen drauf. Okay. So. Ist hier noch was? Ha. Natürlich ist da noch was. Was haben wir denn da für Rüstung gefunden? Prototype Hibernation. Okay. Okay. Spannend. What was that? Genau. Could you please not? Thank you. I'll fix you right up. Down they go. Hallo? Ach, der lebt immer noch.
nothing. Can't get past that armor. Everyone all right? So. Meine Fresse. So langsam brenne ich aber doch durch die Munition durch. Weil die werden schon so ein bisschen spongy. Leider nicht so Cake Spongy oder Sponge Cakey, sondern eher so einfach nur Bullet Sponges. Ich meine, ich habe jetzt nur noch 8000 Schuss. Und also nicht mal mehr. Ich habe mit 10.000 angefangen oder so. Eventuell muss ich doch mal in den Shop gehen und sie kaufen. Sorry, I remembered the fountain. It's gonna be fine. We can do this. Yes, we can. So, Olivia, can we please talk now? Yes, hier. Speichern. Und nicht? Whoa. Look at the size of this thing. Like some kind of slumbering beast. Okay. Huch. Da lädt's gerade aber ein bisschen hart. So. So. Hier. Nee, was ist das? Das Lockpicking, das heißt. Das hier und. Wo ist denn der richtige Hut? Sag bloß, ich habe ihn verkauft. Ne, hier ist er. Nicely done. Kurz hatte ich schon Angst, ey. So. Genau, da unten muss ich hin. Lassen wir erstmal hier rumgehen und mal. Wo hier überall Ketten rumliegen, ey, ist unglaublich. Okay, jetzt aber endlich. Gehen wir mal rein. I'll give you one thing, little weasel. You are relentless. I did everything in my power to stop you, yet here you stand before me, offensively alive. Just so we're clear, if you intend to restart this machine, you'll have to go through me. You know, if you would have talked to me, then there would be more people alive. I'm here to make peace. You think that will fool me? I'll die before I let you have this place. No, I'm not. Stop posturing for 10 seconds and let me speak. Minnie wants to work with you on a cure for the Marauders. That's preposterous. Not too long ago, she wanted me dead. Yes, I know. How do I know this isn't a trick to get me out of the way? Why trick you when it'd be easiest for me to kill you? A frightening but reasonable point. Unless your goal was not just to kill me, but to bully me first. Your intentions are beside the point. I've been working on a cure for 5 years, and I've made no progress at all. If she believes teamwork is all I've been missing, she's more soft-headed than I thought.
She said you were invited for tea. She... what? That was our secret phrase. Did she tell you? Explain? When I'd been on Gorgon too long. That's what she'd write at the end of her messages. It meant she missed me. That she wanted me to come home. So you work with Minnie? I'll try. It's no guarantee of success. And like as not, we'll develop nothing useful at all. But it will be better than working alone. Thank you, Captain. In the end, you were not at all what I expected. Can't I tell you that I have notes from Jasper? Weil, ich meine, Jasper Lowe hat noch sowas für euch. Und zwar Notizen zu einem Kyo. Oh, kann ich schnell reisen. I cannot travel. Buh. Buh. Das heißt, ich muss den ganzen scheiß Weg nach oben wieder laufen. Was? Wait. What? Warum ist da ein Marker? Ah, war da ein Schnellweg, den ich nie entdeckt habe? Vermutlich. Hä? Oh, hier ist ein Weg. Herr Mario, eine Frage. Was für Kartenspiel hast du denn eigentlich gespielt? Hm? Das habe ich nämlich vorhin irgendwie gar nicht mehr dich zu fragen. Nix. Ach, hier kommen wir raus. Okay. Skippo. Oh, Skippo. Warte, oh ne, verwechsel ich's gerade? Skippo war doch hier, ne? Alle spielen gleichzeitig und legen Zahlenstapel in Farben koordiniert von 1 bis 10. War das das? Oder verwechsel ich das gerade? Abwechselnd? Weil ich kenne das tatsächlich. Also ich... Warte mal. Nee, das hier... Hä? Warte, ich muss kurz mal schauen. Wie hieß das Ding, das ich da... den da loswerden muss? Weil ich kenne das noch mit dem... Dass du 3 in der Hand hast. Also, dass du immer drei aufdeckst von dem Stapel. Oh Gott, ich hätte nicht in den Browser wechseln dürfen. Das war fast tödlich für den Stream. Oh Gott, wie hieß das dann? Nee, wir haben definitiv die Version aus dem Handbuch gespielt. Oh Gott, wie... Warte mal, warte. Ich hab das unterm Tisch stehen. Warte, ich komme gleich wieder. So. Das hieß nicht Skippo, was ich gespielt habe, war Ligretto. Fast gleich.
Ne? Und du hast halt... So. Genau, und du hast halt hier Karten und die sind... Hinten hast du so deine Spielfarbe, also deine Spielkarten. Und das Ding ist, du hast, glaube ich, 40 Karten. Und das Ziel ist, du musst... Oh Gott, wie war das? Ich glaube, du hast 3 Stapel vor dir mit... Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr mit wie vielen. Es ist super. Es ist voll gut. Ich habe das total geliebt. Warte mal, ich muss nochmal nachschauen. Genau. Irgendwo stand auch mal eine gescheite Irgendwo stand auch mal eine gescheite Spielanleitung. Aber irgendwie alles, was ich hier finde, ist in verschiedensten Sprachen. Und sagt mir aber nicht ganz genau, was es ist. Genau. Nee, warte, du hast, jetzt weiß ich es wieder. Du hast 10 Karten. Also nimmst von deinem 40er Deck, nimmst du 10 Karten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, legst die halt auf den Tisch und die oberste deckst du auf. Dann weißt du, hier zum Beispiel müssten wir jetzt eine gelbe 9, die müssen wir loswerden. Und du fängst dann an, diese Handkarten zu nehmen. Und du nimmst immer 3 auf einmal. Dann hast du hier zum Beispiel eine 2. Das sieht man jetzt total gut. Wenn du die 2 rauslegen kannst, dann kannst du sie rauslegen und dann kannst du an die 1. Und wenn du das rausgelegt hast, kannst du an die 2. Und so weiter und so fort. Und wenn dann, wenn diese 3 Handkarten aber nicht funktionieren, legst du sie sofort neben dich auf den Ablagestapel und nimmst die nächsten 3 und deckst halt wieder auf. Und hier zum Beispiel hätte ich jetzt eine 1, das heißt, ich könnte mit 1 einen Stapel anfangen. Und es ist fantastisch, weil das Ding ist, man spielt nicht nacheinander. Oder? Normalerweise Kartenspiele sind ja, du wartest immer so auf den Vordermann oder die Vorderfrau, dass die endlich mal ihre Karten legt und dass sich entscheidet, ja, was ist denn jetzt zu machen? Und das ist einfach, alle spielen gleichzeitig. Alle machen gleichzeitig und du musst schnell sein tatsächlich, um dann die Karten auf den richtigen Stapel zu legen. Das ist total super. Weil es entsteht so ein ganz großes Chaos, weil sich Leute auch teilweise so ein bisschen drum prügeln, wer jetzt die Karte auf den Stapel legen darf, ne? Und genau, Ziel ist es halt, deinen 10er-Stapel loszuwerden. Und du hast 3 Plätze daneben frei. Ne? Du kannst auf die 3 Plätze. Nee, Quatsch. Nee, genau. Du hast 10 Karten und 3 Plätze und 3 Karten, die du links daneben legen kannst. Und immer diese 4, die oben sind, die darfst du verwenden. Und immer wenn du eine von den Karten verwendest, musst du halt wieder die Plätze auffüllen von deinem 10er-Stapel runter und halt die oberste mal wieder aufdecken. Und das ist richtig gut. Das macht viel, viel Spaß. Und ich muss sagen, wenn man endlich mal diese Außenwelt des Lava aufhört, dann muss ich das unbedingt mal wieder mit Leuten spielen. Das Beste ist, das ist zu 4. Und von Ligretto gibt es noch, glaube ich, 3 Erweiterungssets, damit, wo dann die hinteren Farben dann anders sind, ne, die Spielerfarben. Das heißt, man kann das mit maximal 12 Leuten spielen. Das ist komplett absurd. Wir haben das, glaube ich, noch nicht gemacht. Wir haben, mit 16 Leuten kann man sogar spielen, ne, 4x4. Und wir haben es, glaube ich, mal zu 8 oder 10 gespielt. Das war richtig arg. Genau. Genau, also meine Cousine und ich, wir waren da so krass drin, dass meine Mutter und meine Schwester teilweise Angst hatten, die Hände auf den Tisch zu tun, wenn wir gerade unsere Karten ablegen. Weil wir sie echt hart auf den Tisch geknallt haben, teilweise. Ja, aber Tabletop geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig, also der Spaß an den Kartenlegen ist halt schon dieses auch auf den Tisch knallen. Und ich glaube, mit Tabletop Simulator funktioniert das gar nicht so gut. Oh ja. Genau, und am Ende zählst du halt Punkte, ne? Also wenn einer den 10er-Stapel fertig hat, dann darf die Person Stopp rufen. Sie darf aber auch noch weiter Karten rauslegen, wenn sie Bock hat. Weil jede Karte, die rausgelegt ist 1 Punkt. Aber jede Karte, die auf dem 10er-Stapel noch übrig ist bei den anderen Spielern,
die zählen 2 Negativpunkte. Das heißt, wenn du irgendwie 20 Karten rausgelegt hast, aber noch deine 10 Karten auf dem Stapel hast, dann hast du 0 Punkte, weil 20, ihr versteht das System. Aber wenn du es wirklich geschafft hast, alle 40 Karten rauszulegen, hast du halt 40 Punkte. Super nice. Und wenn du aber geschafft hast, irgendwie 18 Karten rauszulegen, aber du hast halt noch 9 auf deinem Stapel, hast du halt auch wieder 0. Und das ist halt richtig bad. Genau, also macht super viel Spaß. Ist aber halt echt so ein, du musst dich so drum kloppen. So. So. Genau. So, und jetzt habe ich ganz viel von diesem witzigen Spiel geschwärmt. Nein, ich habe aus... Oh, verdammte Axt. Ich habe aus Versehen Pavati abgewählt. Damn it. Und hallo Lecky, schön, dass du da bist. Wie geht's denn? Wie geht's dir denn? Und ich bin voll traurig, dass du nicht mitmachst. So. Pavati kommt mit, verdammte Axt. Alles gut. Jo, bei mir ist alles gut. Wir sind hier gerade ganz am Ende von dem Peril und Gorgon DLC. Wir werden jetzt das Abschlussgespräch vermutlich halten. Also vermutlich. Also, das erwarte ich jetzt mal. Oh ja, mal schauen. Vielleicht überraschen die beiden uns jetzt und wollen uns beide umbringen. Okay, so. Wir speichern. Hier nochmal, ne? Fester Speicherpunkt. Die sind wichtig. So, ja, komm, reden wir erstmal mit ihr. I have to know, Mother. All those years ago, what tipped you off that Gorgon was in trouble? The volunteers. Not just the shocking way they died, but the company's muted response to it. They were expensive to house, train, and treat. That the company would spare no expense, yet let so many of them die. It was terrible. I knew then I'd lost control of Gorgon. I'd lost control of Adrena Time. You never told me Gorgon was such a logistical nightmare. We should have had this conversation 5 years ago. You can't know how badly I wanted to. But the truth put you in danger. And I couldn't abide that. I owe you an apology, Captain. Not only did I deceive you, but all this time I had the wrong idea about Mother. Ich finde übrigens ihre Frisur und auch diese Augenbrauen Rasierung irgendwie total cool. What do you think of her now? Mother is less than perfect, but more than a monster. Somewhere in the middle, I suppose. We still have a great deal of work ahead of us. The years of silence were not easy. I don't doubt it was hard on you, but I knew you'd come out the stronger for it. We have the chance to know each other now, thanks entirely to you. Diesen Satz mit dem, ja, ich wusste, es wird dich verletzen, aber dass du stärker raus bist, der ist so ein beschissener Satz. Das ist, How do you plan on mending relations from here? On Minnie's terms, whatever they may be. I've made enough decisions for her, I think. Yes. Well, there's no need to dwell on the past anymore. We're in the thick of it together, now that we're partners. Partners? Huh. I suppose we are. And family, I suppose. This isn't at all playing out the way I imagined it. And for the first time, I'm glad. Ich finde auch ihre Weste super nice. Ich bin ein wenig neidisch.
How did you expect it to go? A calm and measured speech, followed by screaming, hurling spoons, and maybe a broken window. This is much better. I'm glad to have you as my daughter, Minnie. But I'm proud to call you my partner. But I fear things will only get harder from here. You're only here because you believe it's possible. Hold on to that feeling. I've found that feelings are fleeting, Captain. I believe in the work, and I believe in my daughter. That will be enough for me. Will it now? You've earned this, Captain. For recovering Mother's journal. For getting us talking in the same room together. And for exceeding my expectations. Indeed. I have no use for bits and baubles on Gorgon. Not now that I have my work. Take what's yours, Captain. The road to a Marauder cure will be a long one, and the board will surely fight us every step of the way. But this partnership, it's a damn good start. Will you put the burden of the colony aside for just one moment? Give me a day with my mother before we get back to work. For you, I will try. Ja, hübsch. Schön. It's finally over. I'm free. The Marauder problem won't go away overnight, but I'm confident we'll arrive at a solution. Und voll dumm ist, ich kann denen nicht mehr sagen so, hey, der Jasper hat so ein paar Ideen für eine Cure. Verdammte Axt. So, aber das war's jetzt. Peril und Gorgon ist completed. Das war das Ende von diesem DLC und ich hoffe eigentlich, dass es noch einen weiteren geben wird, weil damn. This unit is under construction. Thank you for your patience. So, was soll ich noch sagen hier mit dem schönen Ausblick in Space und auf das Manor. Machen wir hier mal Schluss, ne? Wir sind jetzt auch schon eine Stunde eigentlich über dem Stream hinaus. Und ja. Running diagnostic. Error. Diagnosing diagnostic. Jetzt ist nur noch die Frage, wen raiden wir jetzt? Oh. Irgendwie bin ich traurig schon wieder, dass es jetzt ein Ende hat. This unit expresses dismay. Jo, aber ja, dann schlaft ihr alle gut. Träumt was Schönes. War super schön, dass ihr wieder da wart. Wir werden nächsten Freitag, wie gesagt, nicht streamen. Nächsten Freitag, da ist da bin ich schon beschäftigt mit einem Geburtstag. Und genau, deswegen seht ihr mich dann nicht. Am Mittwoch machen wir dann, wie gesagt, das Everspace 2 Event. Da gibt es dann einmal Everspace 2 zu gewinnen. Bis dahin könnt ihr jetzt auch noch von heute und am Montag noch Lose sammeln. Ne? Einfach im Chat mal melden, Screenshot davon machen, im Chat und also mit Stream und dann in den Discord-Channel posten.